Was würdet ihr für einen Ratschlag bezahlen, dessen Wert ihr noch nicht kennt? 3 Ratschläge, 6.000 Reales und eine Entscheidung. Ein junger Mann gibt sein gesamtes Erbe für 3 scheinbar einfache Weisheiten aus. Doch erst seine Reise zeigt, ob diese Worte ihren Preis wert waren. Und damit herzlich willkommen in unserem Stübchen. In diesem Podcast Rabbit, die Märchensammlung und mehr, erzähle ich euch Märchen aus aller Welt. Geschichten, die dich für einen Moment aus dem Alltag holen und vielleicht ein kleines bisschen verzaubern. Daraufhin folgen eine spannende Analyse und Deutung. Heute reisen wir an die Ostküste Afrikas zu einem Märchen der Swahili aus Tansania. Ich wünsche euch viel Spaß! Rabbit, die Märchensammlung und mehr. Das Märchen Die 3 Ratschläge. Es war einmal ein junger Mann, der lebte bei seinen Eltern. Viel Zeit war vergangen, als sein Vater eines Tages starb, und bald darauf starb auch seine Mutter. Er erbte das Eigentum seiner Eltern, das waren 3.000 Reales. Sein Vater hatte ihm zuletzt noch 3 Ratschläge gegeben. Mein Kind, ich bitte dich, merke dir diese 3 Ratschläge gut, mein Sohn. Vergiss sie nie. Um Allahs Willen, sie werden dir noch einmal nützen. Sie werden dir noch einmal zugutekommen, wenn dein Geld zu Ende ist. Und der junge Mann sagte: Ja, so soll es sein, mein Vater. Als der junge Mann ganz arm geworden war, zog er aus seiner Stadt fort, reiste in eine andere Stadt und kam in das Haus eines reichen Kaufmanns. Dort blieb er 2 Tage. Am 3. Tag sagte er zu dem Kaufmann: Ich bin zu dir gekommen, denn ich brauche ein Stück Land. Ich will mir darauf ein Haus bauen und einen Laden einrichten. Und der Kaufmann erwiderte ihm: So Gott will, du sollst den Bauplatz erhalten. Aber was willst du denn in deinem Laden verkaufen? Du hast doch gar keine Ware mitgebracht. Er sagte: Ich will 3 Ratschläge verkaufen, und der Wert jedes einzelnen Rates ist 2.000 Reales. Und dies sind die letzten Weisungen meines Vaters. Da gab ihm der Kaufherr ein Stück Land und er errichtete seinen Laden darauf. Als er den Bau vollendet hatte, stellte er einen Stuhl an die Tür und setzte sich darauf. Und jeder, der vorbeiging, fragte ihn: Was hast du denn hier zu verkaufen? Und er antwortete dann immer: Ich verkaufe die 3 Ratschläge der letzten Weisung. Dann fragten ihn die Leute: Was kostet denn ein Rat? Und er sagte dann: Ein Rat kostet 2.000 Reales. Wer dies hörte, sagte: Er ist verrückt, und ging seiner Wege. Endlich erschien eines Tages ein junger Mann, der sagte zu ihm: Friede sei mit dir. Und er antwortete: Und auch mit dir sei Friede. Tritt näher, mach es dir bequem. Da setzte sich der Fremde und fragte: O mein Bruder, was verkaufst du denn hier? Ich verkaufe hier Ratschläge. Wie viel ist denn ein solcher Rat wert? Da antwortete er: Ein Rat ist 2.000 Reales wert. Da wollte der andere wissen: Warum ist das denn so teuer, mein Bruder? Das ist nicht teuer für den, der ihn will und der ihn versteht. Und der junge Mann antwortete: Ich bin ein Fremder in dieser Stadt, mein Bruder, und von meinem Vater habe ich 6.000 Reales geerbt, mehr habe ich nicht. Davon weiß ich nichts. Ich weiß nur, dass der Preis für ein Rad 2.000 Reales ist, und wenn du kaufen willst, so kannst du ihn bekommen. Darauf sagte der andere: Ja, ich kaufe, und er gab ihm 2.000 Reales. Und jener sagte ihm den ersten Ratschlag: Wenn du etwas Merkwürdiges siehst, so sprich kein Wort darüber. Wenn du auch nur ein Wort sprichst,
so wird etwas Merkwürdiges über dich kommen. Das ist alles. Der andere fragte nun auch nach dem zweiten Rat. Der junge Mann forderte, gib mir wieder 2000 Reales, so werde ich dir auch den anderen Rat verkaufen. Und er erhielt noch einmal 2000 Reales. Darauf verriet ihm der junge Mann den zweiten Rat. Wenn du in Afrika reist und die Sonne untergeht, während du noch auf dem Weg bist, so lagere da, wo du gerade bist, und selbst wenn du dein Ziel schon sehen kannst, um Allahs Willen, lagere dich da, wo du gerade bist. Das ist alles. Und noch einmal bat der andere, nun verkaufe mir den dritten Rat. Und er gab ihm wieder 2000 Reales. Da erfuhr er den dritten Rat. Wenn du auf dem Weg bist und findest jemanden, der dich bittet, näher zu treten, so sage ihm beim ersten Mal, bitte lass dich nicht stören. Beim zweiten Mal das Gleiche und beim dritten Mal darfst du dich setzen. Das ist alles. So waren nur die 6000 Reales verbraucht, die der Jüngling geerbt hatte, und er war ganz arm geworden. Aber er unternahm allerlei Geschäfte in der Stadt und verdiente wieder 200 Reales. Für 100 Reales kaufte er einen Kamel und für 100 Reales kaufte er Waren, und so zog er aus der Stadt hinaus und kam in eine andere Stadt. Dort traf er einen Freund, der auch Handel treiben wollte. Zu ihm sagte er, in welche Stadt willst du denn reisen, mein Bruder? Da antwortete dieser, ich gehe, um mir Unterhalt zu verschaffen, und wenn du willst, wollen wir zusammengehen. Aber kaufe dir zuerst ein Kamel, das deine Waren tragen kann. Da ging der Freund in die Stadt und suchte nach einem Kamel, fand eins und kaufte es. Dann suchte er auch nach Waren und kaufte ein, und dann gingen sie schlafen. An diesem Tage hatten sie es geschafft, ihre Geschäfte in Ordnung zu bringen. Am anderen Tage bestiegen sie ihre Kamele, reisten ab und zogen 24 Tage ohne eine Ortschaft zu sehen. Endlich, am 28. Tage sahen sie ein Feuer und hörten die Hähne krähen, doch die Sonne war schon untergegangen. Der die Ratschläge gekauft hatte, sagte zu seinem Gefährten, mein Bruder, ich will hier lagern, denn die Sonne ist untergegangen. Sein Gefährte erwiderte aber, oh nein, mein Bruder, das geht nicht an. Wir haben so viele Tage im Wald geschlafen, jetzt ist es besser, wir gehen in das Dorf. Denn wir sind ja schon beinahe da. Der andere sagte, nein, es darf durchaus nicht sein, dass wir noch in das Dorf reiten. Doch jener begriff nicht, warum sich sein Gefährte weigerte, weiterzugehen. Da stand er auf und sagte, ich schlafe hier nicht. Sein Gefährte sagte zu ihm, tu, was du willst. Ich für meinen Teil halte es besser, hier zu lagern. Da sagte der andere, es passt mir gar nicht, hier zu schlafen. Wir sind doch so gut wie in dem Ort, in den wir wollen. Da sagte der andere, so gehe denn, mein Bruder. Und dieser stand auf und ging weiter. Der andere aber schlief bis zum Morgen, und als er aufwachte, bestieg er sein Kamel und zog seines Weges. Und bald fand er seinen Gefährten tot da liegend, und das Kamel seines Freundes war auch tot. Da suchte er die Ursache für den Tod seines Gefährten, und er fand die Spur einer Schlange. Eine Nundu-Schlange hatte ihn in den Kopf gebissen. Auch das Kamel war in den Kopf gebissen worden. Da sagte er, gelobt sei Allah, der Herr der Welt, jetzt habe ich schon 2000 Reales gewonnen. Bald werde ich auch die anderen 4000 bekommen. Nun ging er in die Ortschaft und suchte nach Leuten, die ihm helfen sollten, seinen Gefährten zu begraben. Er begrub ihn, dankte Allah und blieb in jenem Ort. Viele Tage vergingen. Einmal sah ihn der Sultan, rief ihn heran und fragte ihn, wo kommst du her, junger Mann, und wo ist deine Heimat? Und er antwortete ihm, ich, mein Gebieter, bin vor Allah einer der Geringen. Meine Heimat ist fern und ich bin hier ein Fremder. Da sagte der Sultan zu ihm, komm und bleibe bei mir, dass du mir Kaffee einschenkst und mir dienst. So ging er hin und blieb als Mundschenk bei dem Sultan. Dieser liebte ihn sehr und sagte eines Tages zu ihm, jetzt sollst du nicht mehr Kaffee einschenken. Die Leute kommen in die Halle zur Audienz, du sollst mein Begleiter sein.
und so diente er lange. Der Sultan liebte ihn immer mehr, vertraute ihm immer mehr an, gab ihm schöne Kleidung und schöne Waffen. Er vertraute ihm so sehr, dass er sogar das Innerste des Hauses, wo die Frauen des Sultans waren, betreten durfte. Eines Tages wollte der Sultan auf die Jagd gehen und sagte zu ihm: »Komm, wir wollen zusammen jagen.« Als sie schon eine Weile gegangen waren, bemerkte der Sultan, dass er seine Uhr vergessen hatte und sagte zu ihm: »Bitte, geht doch nach Hause zurück. In dem Schlafzimmer meiner zweiten Frau wirst du in der Wandnische meine Uhr finden. Bring sie mir so schnell wie möglich.« Der Jüngling beeilte sich sehr. Zu Hause trat er in das Schlafzimmer und fand dort die Frau des Sultans und den Wesir. Beide schliefen auf dem Bett des Sultans. Aber der Jüngling sagte nichts und kümmerte sich nur um seinen Auftrag. Er nahm die Uhr, ging dann seines Weges, schloss die Tür wie vorher zu, begab sich zum Sultan und gab ihm die Uhr. Der Sultan fragte ihn: »Wie geht es denn zu Hause?« Er erwiderte: »Es ist alles in Ordnung.« Aber am anderen Tag sagte der Wesir zu den Wächtern, sie sollten aufs Feld gehen und dort eine recht große Grube ausheben. Es würde dann jemand kommen, um sie anzusehen. Wenn jemand käme, so sollten sie ihn ergreifen und ihn hineinwerfen, und wenn er es selbst wäre. Die Wächter sagten: »Zu Befehl, Wesir, wir hören und gehorchen.« Nun gingen die Wächter auf das Feld und gruben eine sehr große Grube. Als der Wesir dachte, dass die Grube fertig wäre, sagte er zu dem Jüngling: »Ich möchte dich auf das Feld schicken.« Und der Jüngling ging. Unterwegs traf er einen alten Bekannten seines Vaters, der fragte ihn: »Wohin gehst du denn?« Er antwortete: »Ich gehe aufs Feld.« Der Bekannte sagte zu ihm: »Bitte, tritt näher.« Er erwiderte: »Lass dich nicht stören.« »Tritt näher, lass dich nicht stören.« Zum 3. Mal hieß es: »Tritt näher.« Da blieb er stehen und vergaß das Landgut, zu dem er geschickt worden war. Aber der Wesir dachte, jetzt haben sie wohl den Jüngling eingegraben. Ich will doch einmal hingehen und nachsehen. Als er aber dort eintraf, ergriffen ihn die Wächter, warfen ihn in die Grube und schütteten sie zu. Auf einmal fiel dem Jüngling jedoch sein Auftrag ein, und er sagte zu seinem Bekannten: »Ich bin ja vom Wesir aufs Feld geschickt worden und habe es ganz vergessen. Jetzt will ich doch lieber gehen.« Auf dem Feld fand er die Wächter und fragte sie: »Wie seid ihr denn hierher gekommen?« Sie sagten: »Wir sind hierher geschickt worden. Der Wesir hat uns gesagt, grabt eine tiefe Grube auf dem Feld, und wer auch immer kommen wird, den werft hinein. Und wenn ich es selbst wäre. Vorhin ist der Wesir gekommen, und da haben wir ihn eingegraben.« Da rief der Jüngling: »Gepriesen sei Allah, der Erhabene. Die Grube hier war für mich bestimmt, aber Allah hat mich errettet.« Daraufhin gingen sie zur Stadt zurück und kamen zum Sultan. Der fragte, wo sie gewesen wären. Der Jüngling erzählte die ganze Geschichte von Anfang bis Ende. Danach erzählte er auch seine eigene Geschichte, wie er die 3 Ratschläge für 6.000 Reals gekauft hatte. Der Sultan sagte: »Die Ratschläge, die du gekauft hast, waren teuer.« Und er gab ihm 26.000 Reales und machte ihn zu seinem Wesir. Analyse Teil 1 Der Wert von Weisheit. Auffällig ist, dass zu Beginn sowohl der Vater als auch die Mutter des jungen Mannes sterben. Im weiteren Verlauf aber nur noch der Vater eine erkennbare Bedeutung besitzt. Von der Mutter wird lediglich berichtet, dass sie bald nach dem Vater stirbt. Eigene Worte, Ratschläge oder eine besondere Hinterlassenschaft werden ihr nicht zugeschrieben. Dafür kann es verschiedene mögliche Erklärungen geben. Zunächst erfüllt der Tod beider Eltern eine wichtige Funktion für die Handlung. Der junge Mann ist nun vollständig auf sich allein gestellt. Er besitzt keine Familie mehr, zu der er zurückkehren oder die ihn beraten könnte. Dadurch beginnt sein Übergang in ein selbstständiges Leben. Die Mutter verschwindet also möglicherweise deshalb aus der Erzählung, weil beide Eltern gemeinsam für das bisherige geschützte Leben des jungen Mannes stehen. Mit ihrem Tod endet diese Lebensphase endgültig.
Trotzdem bleibt die Frage, weshalb ausgerechnet das Wissen des Vaters weitergegeben wird. Eine mögliche Deutung liegt in den gesellschaftlichen Vorstellungen, aus denen das Märchen entstanden ist. In vielen älteren Erzählungen wird der Vater als Vermittler von Regeln, Erfahrung, Besitz und öffentlichem Wissen dargestellt. Er bereitet den Sohn auf das Leben außerhalb des Elternhauses vor. Die Mutter wird dagegen häufig stärker mit Fürsorge, Kindheit, Familie und dem geschützten Zuhause verbunden. Diese Aufgaben müssen im Märchen nicht ausdrücklich beschrieben werden. Sie können als selbstverständlich vorausgesetzt worden sein. Das bedeutet nicht, dass die Mutter für den jungen Mann unwichtig wäre. Ihre Bedeutung wird nur nicht in Form von ausgesprochenem Wissen dargestellt. Man könnte sogar sagen, dass die Eltern zwei unterschiedliche Formen des Erbes verkörpern. Von beiden Eltern erhält der junge Mann das materielle Eigentum. Vom Vater erhält er zusätzlich die ausgesprochenen Weisungen. Die Mutter hinterlässt ihm der Erzählung keine Worte, sondern gehört zu dem verlorenen Zuhause, das der junge Mann verlassen muss. Ihr Verschwinden verstärkt damit das Gefühl von Einsamkeit und endgültiger Trennung. Es ist außerdem möglich, dass die Mutter erzählerisch nur erwähnt wird, um deutlich zu machen, dass der junge Mann wirklich niemanden mehr hat. Würde sie weiterleben, könnte sie ihm weiterhin Schutz, Rat oder Unterstützung geben. Dann wäre die späte Reise in die Fremde weniger zwingend. Der Tod der Mutter macht den jungen Mann vollkommen unabhängig, aber auch vollkommen schutzlos. Der Vater bleibt dagegen durch seine Ratschläge weiterhin anwesend. Obwohl er gestorben ist, begleitet seine Stimme den Sohn über den Tod hinaus. Darin liegt eine wichtige symbolische Bedeutung. Ein Mensch kann sterben, doch seine Erfahrungen und seine Worte können weiterleben. Der Vater verschwindet körperlich aus der Geschichte. Sein Wissen bleibt jedoch erhalten. Auf diese Weise wird er zu einer unsichtbaren Begleitfigur. Bemerkenswert ist außerdem, dass der Sohn die Ratschläge nicht nur selbst bewahrt. Er gibt sie an einen anderen jungen Mann weiter. Dadurch wird aus dem persönlichen Erbe des Vaters ein Wissen, das über die eigene Familie hinaus weitergetragen wird. Die Weisheit wandert also vom Vater zum Sohn und anschließend vom Sohn zu einem Fremden. Dadurch entsteht eine Art Kette der Überlieferung. Erfahrungen gehören nicht nur demjenigen, der sie ursprünglich gemacht hat, sondern können weitergegeben werden und später einem anderen Menschen helfen. Das Märchen zeigt damit auch, wie Wissen Generationen und sogar Familiengrenzen überschreiten kann. Der Käufer hat seinen eigenen Vater verloren und von ihm 6.000 Reales geerbt. Er besitzt also das Geld seines Vaters, aber offenbar keine vergleichbaren Weisungen. Indem er die 3 Ratschläge kauft, tauscht er das materielle Erbe seines eigenen Vaters gegen das geistige Erbe eines anderen Vaters ein. So erhält auch er nachträglich eine Art väterliche Unterweisung. Die Ratschläge ersetzen dabei nicht seinen Vater als Person, sie übernehmen jedoch die Funktion, die eine erfahrene Vaterfigur auf einer Reise erfüllen könnte. Sie warnen ihn, schützen ihn und geben ihm Orientierung. Damit wird das Wissen des Vaters zu etwas Übertragbarem. Es ist nicht an die Blutsverwandtschaft gebunden. Jeder, der bereit ist, es anzunehmen und zu verstehen, kann davon profitieren. Wie bei so vielen Märchen ist mir die Zahl 3 sehr oft aufgefallen. Und da habe ich mich gefragt, warum sind es ausgerechnet 3 Ratschläge? Die Zahl 3 ist eine der häufigsten Zahlen in Märchen, Mythen und religiösen Erzählungen. Auch in diesen Märchen bestimmt sie bereits den Anfang der Handlung. Der Vater hinterlässt 3 Ratschläge. Jeder Rat kostet 2.000 Reales. Zusammen kosten sie 6.000. Beim 3. Ratschlag ist das gesamte Vermögen des Käufers aufgebraucht. Innerhalb der einzelnen Ratschläge erscheint die Zahl ebenfalls erneut. Beim 3. Rat soll der Reisende eine Einladung 2-mal höflich ablehnen. Erst beim 3. Mal darf er näher treten oder sich setzen. Die 3 ist daher nicht zufällig gewählt. Sie gibt dem Märchen eine klare Ordnung. Eine einzelne Regel könnte wie eine zufällige Warnung wirken. 2 Regeln würden einen Gegensatz bilden.
3 Regeln erscheinen dagegen wie eine vollständige Sammlung von Lebensweisheiten. Die Zahl 3 vermittelt häufig das Gefühl, dass etwas abgeschlossen und vollständig ist. Man kennt dies auch aus vielen anderen Märchen. Es gibt 3 Brüder, 3 Wünsche, 3 Aufgaben, 3 Prüfungen oder 3 Versuche. Oft misslingen die ersten beiden Versuche, während der dritte zur Entscheidung führt. Die ersten beiden Wiederholungen bereiten etwas vor. Beim dritten Mal erfüllt oder entscheidet es sich. Die 3 besitzt dadurch eine besondere erzählerische Wirkung. Beim ersten Mal wird etwas eingeführt, beim zweiten Mal wird es bestätigt oder wiederholt, beim dritten Mal entsteht Vollständigkeit. Auch im dritten Ratschlag lässt sich dieses Muster erkennen. Eine Einladung, die nur einmal ausgesprochen wird, könnte bloße Höflichkeit sein. Beim zweiten Mal besteht noch immer Unsicherheit. Beim dritten Mal erscheint sie ernst gemeint und bestätigt. Der Reisende darf also erst handeln, wenn eine Absicht dreifach geprüft wurde. Was genau symbolisieren die 3 Ratschläge? Sind sie als vollständiger Lebensweg zu verstehen? Auch der Inhalt der 3 Ratschläge kann als bewusst gewählte Dreiteilung verstanden werden. Der erste Rat betrifft das Sprechen, der zweite Rat betrifft das Handeln und Weitergehen, der dritte Rat betrifft den Umgang mit anderen Menschen. Damit erfassen die Ratschläge 3 wichtige Bereiche des menschlichen Lebens: die eigenen Worte, die eigenen Entscheidungen und die Beziehungen zu anderen. Der erste Ratschlag verlangt Kontrolle über die Sprache. Der zweite verlangt Kontrolle über den eigenen Drang, ein Ziel unbedingt sofort erreichen zu wollen. Der dritte verlangt Kontrolle über Vertrauen und Nähe. Alle 3 betreffen somit unterschiedliche Formen der Selbstbeherrschung. Man könnte sie auch als 3 Stufen lesen. Zuerst soll der Mensch lernen, seine Worte zu kontrollieren. Dann soll er lernen, seine Handlungen und seine Ungeduld zu kontrollieren. Schließlich soll er lernen, im Kontakt mit anderen Menschen vorsichtig und aufmerksam zu sein. Die 3 steht damit nicht nur für eine Anzahl, sondern für eine umfassende Vorbereitung auf das Leben. Doch was ist die religiöse und symbolische Bedeutung der 3 Ratschläge? Die Zahl 3 kann außerdem eine religiöse oder spirituelle Bedeutung besitzen. Das Märchen verweist mehrfach auf Allah und verbindet die Ratschläge dadurch mit einer höheren Ordnung. Dabei sollte die Zahl 3 jedoch nicht automatisch mit einer bestimmten religiösen Lehre gleichgesetzt werden. Im Islam besitzt sie nicht dieselbe zentrale Bedeutung wie beispielsweise die Dreifaltigkeit im Christentum. Trotzdem kommen dreifache Wiederholungen auch in religiösen Handlungen, Erzählungen und traditionellen Bräuchen häufig vor. Eine dreifache Wiederholung kann die Ernsthaftigkeit eines Wortes oder einer Handlung verstärken. Im Märchen wirken die 3 deshalb beinahe wie eine heilige oder verbindliche Ordnung. Die Ratschläge sind nicht beliebig, sie bilden ein geschlossenes Ganzes, das der junge Mann vollständig erwerben muss. Der Käufer entscheidet sich nicht dafür, nur einen Teil der Weisheit mitzunehmen. Nachdem er den ersten Rat erhalten hat, verlangt er auch den zweiten und schließlich den dritten. Das kann bedeuten, dass Weisheit nicht nur aus einer einzelnen Regel besteht. Ein Mensch benötigt mehrere Fähigkeiten, um Gefahren zu überstehen. Nur zu schweigen reicht nicht aus. Nur geduldig zu warten reicht ebenfalls nicht aus. Und nur vorsichtig gegenüber anderen zu sein, genügt ebenso wenig. Erst das Zusammenspiel aller 3 Regeln bietet einen umfassenden Schutz. Was ist eine mögliche Gesamtbedeutung? Dabei bezieht sich hier die Gesamtbedeutung nur auf den ersten Teil des Märchens. Die Mutter verschwindet aus der weiteren Handlung, weil mit ihrem Tod das geschützte Elternhaus vollständig endet. Der junge Mann muss nun ohne familiäre Hilfe in die Welt hinausgehen. Der Vater bleibt dagegen durch seine Worte gegenwärtig. Sein Körper ist verschwunden, aber seine Erfahrung lebt weiter.
Die 3 Ratschläge werden zu einer unsichtbaren Form des Schutzes. Sie ersetzen kein Elternteil, tragen aber etwas von der Fürsorge und der Lebenserfahrung der vorherigen Generation in die Zukunft. Dass genau 3 Ratschläge sind, verstärkt die Vorstellung von Vollständigkeit. Sie betreffen das Sprechen, das Handeln und das Vertrauen. Gemeinsam bilden sie eine Art Lebensregel für den jungen Mann. Das Märchen erzählt damit nicht nur davon, dass Wissen wertvoller als Geld sein kann, es zeigt auch, dass Erfahrungen den Tod eines Menschen überdauern können. Das Erbe des Vaters besteht deshalb nicht allein in den Worten, die er ausgesprochen hat. Es besteht darin, dass diese Worte weitergegeben, angenommen und eines Tages in die Tat umgesetzt werden. Im ersten Teil des Märchens begegnen wir einem jungen Mann, der innerhalb kurzer Zeit beide Eltern verliert. Von ihnen erbt er 3000 Reales. Noch wichtiger als das Geld sind jedoch 3 Ratschläge, die ihm sein Vater vor seinem Tod mitgibt. Bereits hier zeigt sich ein zentrales Thema des Märchens, der Gegensatz zwischen materiellem Besitz und überlieferter Weisheit. Das Geld, das der junge Mann erbt, ist vergänglich, es kann ausgegeben werden, verloren gehen oder vollständig aufgebraucht sein. Die Ratschläge des Vaters dagegen bleiben bestehen, sie sind zunächst unsichtbar und scheinen keinen unmittelbaren Nutzen zu haben. Der Vater kündigt jedoch an, dass sie dem Sohn gerade dann helfen werden, wenn sein Geld zu Ende ist. Die 3 Ratschläge können deshalb als geistiges Erbe verstanden werden. Der Vater hinterlässt seinem Sohn nicht nur ein Eigentum, sondern auch Erfahrungen und Lebenswissen. Dieses Wissen soll ihn in einer Zeit schützen, in der der Vater selbst nicht mehr an seiner Seite sein kann. Auffällig ist, dass der junge Mann die Ratschläge später nicht einfach für sich behält, nachdem er arm geworden ist. Reist er in eine andere Stadt und beschließt, die letzten Weisungen seines Vaters zu verkaufen. Der Laden, den er errichtet, ist dabei kein gewöhnlicher Laden. Er besitzt keine Waren, die man anfassen oder vorzeigen kann. Seine einzigen Waren sind Worte und Ratschläge. Damit wird der Laden zu einem symbolischen Ort. Er steht für den Versuch, Weisheit einen sichtbaren Wert wiederzugeben. Für die Menschen, die an dem Laden vorbeigehen, wirkt der junge Mann verrückt. Sie können nicht verstehen, weshalb er einen einzelnen Rat 2000 Reales kosten soll. Ihre Reaktion zeigt, dass Wissen häufig erst dann als wertvoll erkannt wird, wenn man seine Bedeutung selbst erfahren hat. Etwas Materielles lässt sich leicht beurteilen, man kann es ansehen, anfassen und vergleichen. Der Wert eines Ratschlages zeigt sich dagegen oft erst in einer gefährlichen oder schwierigen Situation. Genau darin liegt vermutlich die Bedeutung des hohen Preises. Die 2000 Reales können sinnbildlich dafür stehen, dass wirklich Weisheit etwas kostet. Der Käufer muss bereit sein, etwas aufzugeben. Er muss Vertrauen zeigen und ein Risiko eingehen. Die Ratschläge werden ihm nicht geschenkt. Er muss sich bewusst für sie entscheiden. Der fremde junge Mann besitzt 6000 Reales und gibt schließlich sein gesamtes Erbe für die 3 Ratschläge aus. Auch hier begegnet uns erneut der Gegensatz zwischen Geld und Wissen. Am Anfang besitzt der Käufer Geld, aber noch keine Orientierung. Am Ende besitzt er kein Geld mehr, dafür aber 3 Regeln, die möglicherweise über sein weiteres Schicksal entscheiden werden. Seine Armut ist daher nicht nur als Verlust zu verstehen. Äußerlich hat er alles verloren, innerlich hat er jedoch etwas erworben, dessen Wert zu diesem Zeitpunkt noch nicht sichtbar ist. Der erste Ratschlag lautet sinngemäß: Wenn du etwas Merkwürdiges siehst, sprich kein Wort darüber, sonst wird selbst etwas Merkwürdiges über dich kommen. Dieser Ratschlag kann als Warnung vor vorschnellen Reden verstanden werden. Der junge Mann soll nicht alles kommentieren, was ihm ungewöhnlich erscheint. Er soll beobachten, schweigen und sich nicht sofort einmischen. Das Schweigen steht hier möglicherweise für Selbstbeherrschung. Wer etwas Seltsames oder Beunruhigendes sieht, verspürt schnell den Wunsch, darüber zu sprechen oder ein Urteil zu fällen. Das Märchen warnt jedoch davor, dass Worte Folgen haben können. Der Ratschlag kann außerdem bedeuten, dass man nicht jede Wahrheit aussprechen sollte, besonders dann nicht, wenn man eine Situation noch nicht vollständig versteht. Etwas, das zunächst merkwürdig erscheint, kann einen verborgenen Grund haben. Wer zu schnell spricht, kann sich selbst in Gefahr bringen.
Das Märchen stellt das Schweigen daher nicht als Schwäche dar, sondern als Form der Klugheit. Der zweite Ratschlag bezieht sich auf eine Reise durch Afrika. Wenn die Sonne untergeht, soll der Reisende dort lagern, wo er sich gerade befindet. Selbst wenn er sein Ziel bereits sehen kann, soll er nicht weitergehen. Dieser Ratschlag behandelt die Gefahr des letzten, unvorsichtigen Schrittes. Gerade wenn ein Ziel schon sichtbar ist, wird ein Mensch leicht ungeduldig. Er glaubt, es beinahe geschafft zu haben und ist deshalb bereit, noch ein Risiko einzugehen. Der Rat fordert jedoch dazu auf, die eigenen Grenzen zu respektieren. Die untergehende Sonne markiert einen Übergang. Der Tag endet, die Dunkelheit beginnt und die Umgebung wird unsicherer. Symbolisch kann die Dunkelheit für Unwissenheit, Gefahr oder fehlende Orientierung stehen. Das sichtbare Ziel wird dadurch zu einer Versuchung. Es scheint nah genug, um es noch erreichen zu können, doch genau diese Nähe kann den Reisenden dazu bringen, unvorsichtig zu werden. Die Botschaft könnte lauten: Nur weil ein Ziel sichtbar ist, bedeutet das nicht, dass der Weg dorthin sicher ist. Der dritte Ratschlag betrifft eine Begegnung mit einem Menschen, der den Reisenden auffordert, näher zu treten oder sich zu setzen. Beim ersten und zweiten Mal soll der junge Mann höflich ablehnen, erst beim dritten Mal darf er der Einladung folgen. Dieser Rat kann als Aufforderung zur Zurückhaltung verstanden werden. Der Reisende soll nicht jeder Einladung sofort vertrauen. Er soll prüfen, ob ein Angebot ernst gemeint ist und ob der andere tatsächlich darauf besteht. Die dreimalige Aufforderung besitzt dabei eine besondere Bedeutung. Die Zahl 3 erscheint bereits im gesamten Aufbau des Märchens. Es gibt 3 Ratschläge und beim dritten Bitten darf der Reisende die Einladung annehmen. In vielen Märchen steht die 3 für Vollständigkeit und Prüfung. Eine Handlung muss 3-mal wiederholt werden, bevor Gewissheit entsteht. Das erste Mal kann Zufall sein, das zweite Mal eine Wiederholung, doch das dritte Mal bestätigt die Absicht. Der Rat verbindet Vorsicht mit Höflichkeit. Der junge Mann soll die Einladung nicht schroff zurückweisen. Er soll sagen: Bitte, lass dich nicht stören. Dadurch wahrt er Abstand, ohne den anderen zu beleidigen. Erst wenn die Einladung mehrfach ausgesprochen wird, darf er darauf vertrauen, dass sie ernst gemeint ist. Alle 3 Ratschläge haben etwas gemeinsam. Sie fordern den jungen Mann dazu auf, nicht vorschnell zu handeln. Beim ersten Rat soll er nicht vorschnell sprechen, beim zweiten Rat soll er nicht vorschnell weiterreisen, beim dritten Rat soll er nicht vorschnell Vertrauen fassen. Damit bilden die 3 Weisungen eine Einheit. Sie lehren Selbstbeherrschung, Geduld und Vorsicht. Der junge Mann soll seine unmittelbaren Impulse kontrollieren. Er soll nicht jedes merkwürdige Ereignis kommentieren, nicht trotz drohender Gefahr weitergehen und nicht jede Einladung sofort annehmen. Das Märchen stellt diese Zurückhaltung jedoch nicht als Ängstlichkeit dar. Vielmehr erscheint sie als Schutz vor Gefahren, die der Mensch noch nicht erkennen kann. Auch der wiederholte Hinweis „Um Allahs Willen“ verstärkt die Ernsthaftigkeit der Ratschläge. Die Weisungen werden dadurch nicht nur als persönliche Meinung des Vaters dargestellt, sie erhalten beinahe den Charakter eines feierlichen Gebots. Der Vater bittet seinen Sohn eindringlich, die Regeln nicht zu vergessen. Dadurch wird deutlich, dass Gehorsam und Vertrauen eine wichtige Rolle spielen. Der Käufer kennt den Grund für die Ratschläge noch nicht. Er weiß nicht, in welchen Situationen sie ihm helfen werden. Er muss sie befolgen, bevor er ihren tieferen Sinn versteht. Damit erzählt das Märchen auch von Vertrauen in überlieferter Erfahrung. Die jüngere Generation erhält Wissen von den älteren Generationen. Diese kann dessen Wert aber häufig erst später erkennen. Interessant ist außerdem, dass beide jungen Männer ein Erbe erhalten. Der Verkäufer erbt 3.000 Reales und die 3 Ratschläge seines Vaters. Der Käufer erbt 6.000 von seinem Vater und tauscht dieses Geld gegen die Ratschläge ein. Beide Erbschaften werden dadurch miteinander verbunden. Das materielle Erbe des einen wird gegen das geistige Erbe des anderen eingetauscht. Der Verkäufer gewinnt durch den Verkauf wieder Geld, der Käufer verliert sein Geld und gewinnt dafür Wissen. Es findet also ein Austausch zwischen äußerem Besitz und innerer Orientierung statt. Am Ende des ersten Teils ist der Käufer vollständig verarmt.
Diese Situation wirkt zunächst tragisch oder sogar unvernünftig. Er hat sein gesamtes Vermögen für 3 kurze Sätze ausgegeben. Aus der Sicht der Menschen in der Stadt könnte man ihn ebenso für verrückt halten wie den Verkäufer. Doch gerade dadurch entsteht die Spannung des Märchens. Nun muss sich zeigen, ob die Ratschläge tatsächlich ihren hohen Preis wert waren. Der erste Teil endet deshalb mit einer offenen Prüfung. Sind Worte wirklich mehr wert als Geld? Kann ein einzelner Rat das Leben eines Menschen verändern oder sogar retten? Eine mögliche Gesamtbedeutung dieses ersten Abschnitts lautet daher: Wahrer Reichtum besteht nicht nur aus Geld und Eigentum. Erfahrungen, Geduld und kluge Entscheidungen können wertvoller sein als materieller Besitz. Ihr Nutze zeigt sich jedoch meist erst dann, wenn ein Mensch in einer schwierigen Lage gerät. Der junge Mann ist am Ende äußerlich arm, aber innerlich vorbereitet. Er besitzt nicht mehr außer den 3 Ratschlägen. Gerade diese werden vermutlich zu den wichtigsten Begleitern seiner weiteren Reise werden. Analyse Teil 2: Der zweite Ratschlag und die Reise. Im zweiten Teil des Märchens beginnt sich erstmal zu zeigen, ob die 3 teuer gekauften Ratschläge tatsächlich ihren Preis wert sind. Der junge Mann ist am Ende des ersten Teils vollständig verarmt. Er hat sein gesamtes Erbe von 6.000 Reales für 3 kurze Weisungen ausgegeben. Trotzdem bleibt er nicht untätig. Er beginnt in der Stadt Geschäfte zu machen und verdient sich erneut 200 Reales. Dieser Anfang ist wichtig, weil er zeigt, dass der junge Mann nicht allein auf die Wirkung der Ratschläge gewartet hat. Er verlässt sich nicht darauf, dass ihm nun ohne eigenes Zutun etwas Gutes widerfahren wird. Stattdessen arbeitet er und schafft sich aus eigener Kraft eine neue Grundlage. Von den 200 Reales verwendet er die eine Hälfte für ein Kamel und die andere Hälfte für Waren. Diese Aufteilung wirkt einfach, ist aber symbolisch bedeutsam. Das Kamel ermöglicht ihm die Reise, die Waren ermöglichen ihm den Handel. Das eine steht also für die Bewegung, das andere für wirtschaftliche Hoffnung. Beides ist notwendig, damit der junge Mann sein Leben neu aufbauen kann. Er besitzt nur wenig, setzt diese wenige aber sinnvoll ein. Dadurch zeigt er Umsicht und die Fähigkeit, nach einem vollständigen Verlust neu zu beginnen. Das Kamel kann außerdem als Symbol für Ausdauer verstanden werden. Es trägt den jungen Mann und seine Waren durch eine lange, unwirtschaftliche Landschaft. Ebenso muss auch der junge Mann selbst Geduld und Belastbarkeit beweisen. Er befindet sich in einer Übergangsphase. Sein altes Leben mit seinem ererbten Vermögen ist vorbei. Sein neues Leben hat noch nicht wirklich begonnen. Die Reise durch die menschenleere Landschaft verbindet diese beiden Lebensabschnitte miteinander. In der anderen Stadt begegnet er ein Freund, der ebenfalls Handel treiben möchte. Gemeinsam bereiten sie ihre Reise vor. Diese Begegnung schafft zunächst Sicherheit. Der junge Mann muss die gefährliche Reise nicht allein antreten. Gleichzeitig führt das Märchen hier 2 unterschiedliche Haltungen zusammen. Beide besitzen Kamele, beide führen Waren mit sich, beide reisen denselben Weg. Doch nur einer von ihnen besitzt die 3 Ratschläge. Dadurch entsteht ein Vergleich. Äußerlich befinden sich beide Männer in derselben Lage. Der entscheidende Unterschied liegt nicht in ihrem Besitz, sondern in ihrem Wissen und in ihrer Bereitschaft, dieses Wissen zu befolgen. Die Reise dauert sehr lange. Es vergehen zunächst 24 Tage, ohne dass die Männer eine Ortschaft sehen. Später heißt es, dass sie am 28. Tag endlich ein Feuer sehen und Hühner krähen hören. Die lange Dauer der Reise verstärkt die Erschöpfung und die Sehnsucht nach einem sicheren Ort. Die Reisenden haben viele Nächte im Freien verbracht. Als sie endlich Anzeichen eines Dorfes wahrnehmen, scheint ihr Ziel unmittelbar erreichbar zu sein. Das Feuer und das Krähen der Hühner stehen für menschliches Leben, Wärme, Nahrung und Schutz. Nach der langen Reise wirken diese Zeichen wie ein Versprechen. Gerade deshalb wird die Situation zu einer Prüfung. Die Sonne ist bereits untergegangen. Der zweite Ratschlag lautet, dass der Reisende genau dort lagern soll, wo er sich beim Sonnenuntergang befindet.
selbst wenn er sein Ziel schon sehen kann. Der junge Mann erinnert sich an diese Weisung und beschließt, nicht weiterzugehen. Sein Gefährte kann diese Entscheidung nicht nachvollziehen. Für ihn wirkt es unsinnig, kurz vor dem Ziel stehen zu bleiben. Er betrachtet nur das Dorf, das scheinbar nahe ist. Die unsichtbare Gefahr auf dem Weg dorthin erkennt er nicht. Hier zeigt sich ein zentraler Gegensatz des Märchens: sichtbare Sicherheit und unsichtbare Gefahr. Das Dorf ist sichtbar, die Lichter sind sichtbar. Die Nähe des Ziels scheint offensichtlich zu sein. Die Schlange dagegen bleibt verborgen. Der Gefährte vertraut deshalb auf das, was er mit seinen Augen wahrnimmt. Der junge Mann vertraut auf eine Erfahrung, deren Grund er selbst noch nicht kennt. Darin liegt die eigentliche Schwierigkeit des Ratschlags. Es ist leicht, einer Warnung zu folgen, wenn die Gefahr deutlich erkennbar ist. Viel schwerer ist es, eine Regel zu befolgen, obwohl sie in diesem Augenblick unvernünftig erscheint. Der junge Mann muss seinem erworbenen Wissen mehr vertrauen als seinem eigenen Eindruck. Die untergehende Sonne besitzt dabei eine starke symbolische Bedeutung. Sie markiert das Ende des Tages und den Beginn der Dunkelheit. Mit der Dunkelheit verschwinden Übersicht und Orientierung. Gefahren, die am Tag noch sichtbar wären, bleiben nun verborgen. Die Nacht kann deshalb für Ungewissheit, fehlende Erkenntnis und Kontrollverlust stehen. Der Rat verlangt nicht, niemals weiterzugehen, er verlangt nur, den richtigen Zeitpunkt abzuwarten. Der junge Mann soll am nächsten Morgen weiterreisen, wenn Licht und Orientierung zurückgekehrt sind. Damit lehrt der zweite Ratschlag nicht grundsätzlich den Verzicht auf ein Ziel. Er lehrt, dass auch ein gutes Ziel nicht um jeden Preis und nicht zu jedem Zeitpunkt verfolgt werden sollte. Manchmal ist nicht das Ziel selbst gefährlich, sondern der Versuch, es zu früh oder unter ungünstigen Bedingungen zu erreichen. Der Gefährte wird vor allem durch seine Ungeduld in Gefahr gebracht. Er hat so lange auf eine Ortschaft gewartet, dass er nicht bereit ist, noch eine einzige Nacht auszuhalten. Gerade nach einer langen Belastung kann der Wunsch nach sofortiger Erleichterung besonders stark werden. Der Mensch denkt dann, dass er schon so viel ertragen habe und nun nicht mehr warten müsse. Das Märchen zeigt jedoch, dass der letzte Abschnitt eines Weges ebenso gefährlich sein kann wie der Anfang. Vielleicht ist er sogar gefährlicher, weil man sich kurz vor dem Ziel bereits sicher fühlt. Der Gefährte sagt sinngemäß, sie seien doch beinahe angekommen. Dieser Gedanke führt dazu, dass er die Vorsicht aufgibt. Damit verkörpert er eine menschliche Schwäche. Je näher ein Ziel erscheint, desto eher unterschätzt man die verbleibenden Risiken. Der junge Mann dagegen bleibt bei seiner Entscheidung. Er versucht zunächst, seinen Freund zu überzeugen, zwingt ihn aber nicht. Auch dies ist bedeutsam. Er gibt den Ratschlag weiter, doch der Gefährte muss selbst entscheiden, ob er ihn befolgt. Weisheit kann angeboten werden, aber sie kann einem anderen Menschen nicht aufgezwungen werden. Der Freund wählt seinen eigenen Weg und trägt die Folgen seiner Entscheidung. Am nächsten Morgen findet der junge Mann seinen Gefährten und dessen Kamel tot auf. Beide wurden von einer Schlange in den Kopf gebissen. Die Schlange kann in diesem Zusammenhang mehrere Bedeutungen haben. Zunächst ist sie eine konkrete Gefahr der nächtlichen Reise. Sie erklärt, warum der Rat, nach Sonnenuntergang nicht weiterzugehen, lebensrettend war. Darüber hinaus kann die Schlange auch für eine verborgene Bedrohung stehen. Sie befindet sich auf dem Weg, bleibt in der Dunkelheit, aber unsichtbar. Die Gefahr liegt also genau dort, wo sich der Gefährte bereits sicher fühlte. Dass sowohl der Mann als auch das Kamel in den Kopf gebissen werden, kann ebenfalls symbolisch gelesen werden. Der Kopf steht häufig für Denken, Urteilsvermögen und Entscheidungskraft. Der Gefährte stirbt, nachdem er den vernünftigen Rat zurückgewiesen und sich auf seine eigene Einschätzung verlassen hat. Der Biss in den Kopf könnte deshalb sinnbildlich dafür stehen, dass seine falsche Entscheidung ihn ins Verderben führt. Diese Deutung sollte allerdings vorsichtig betrachtet werden, denn das Märchen erklärt die Bedeutung des Bisses nicht ausdrücklich. Sicher ist lediglich, dass Mensch und Tier derselben Gefahr zum Opfer fallen.
Der Tod des Kamels zeigt außerdem, dass nicht nur das Leben des Gefährten verloren geht, sondern auch seine wirtschaftliche Grundlage. Das Tier, die Waren und die Hoffnung auf Gewinn werden bedeutungslos. Der junge Mann erkennt nun den Wert des zweiten Ratschlags. Er sagt: Jetzt habe ich schon 2000 Reales gewonnen. Damit meint er nicht, dass er tatsächlich Geld erhalten hat. Er begreift, dass der gekaufte Rat sein Leben gerettet hat und deshalb den gezahlten Preis wert war. Die Aussage verändert die Bedeutung von Gewinn und Verlust. Äußerlich hat der junge Mann 2000 Reales verloren, als er den Ratschlag kaufte. Nun erkennt er, dass dieser vermeintliche Verlust in Wahrheit eine Investition in sein eigenes Überleben war. Der Wert des Rates lässt sich deshalb nicht allein in Geld messen. Ein Mensch, der sein Leben behält, hat mehr gewonnen als eine bestimmte Summe. Trotzdem rechnet der junge Mann den Nutzen des Ratschlags zunächst in Reales um. Das passt zum Aufbau des Märchens, denn jeder Rat hat einen festen Preis. Der junge Mann beginnt nun zu verstehen, warum die Weisungen so teuer waren. Er sagt außerdem, dass er bald auch die übrigen 4000 Reales zurückgewinnen werde. Damit erwartet er, dass auch die beiden anderen Ratschläge ihren Wert noch beweisen werden. Diese Aussage zeigt sein wachsendes Vertrauen. Vor der Reise besaß er die Ratschläge, ohne zu wissen, ob sie ihm wirklich helfen würden. Jetzt hat sich einer von ihnen bewährt. Aus einem gekauften Satz ist eine bestätigte Lebenserfahrung geworden. Trotz seiner Errettung reagiert der junge Mann nicht gefühllos auf den Tod seines Gefährten. Er geht in die Ortschaft, sucht Menschen, die ihm helfen und sorgt dafür, dass sein Freund begraben wird. Dieses Verhalten ist wichtig für die Darstellung seiner Figur. Er betrachtet den Tod seines Begleiters nicht nur als Beweis dafür, dass er selbst Recht hatte, er übernimmt Verantwortung und erweist dem Verstorbenen die letzte Ehre. Dadurch erscheint er nicht überlegen oder schadenfroh, sondern dankbar und pflichtbewusst. Sein Dank richtet sich an Allah. Der Ratschlag hat ihn geschützt, doch die endgültige Rettung führt er auf göttliche Bewahrung zurück. Das Märchen verbindet menschliche Klugheit und religiöses Vertrauen miteinander. Der junge Mann wird nicht gerettet, weil er passiv auf ein Wunder wartet. Er wird gerettet, weil er sich an die Weisung erinnert und entsprechend handelt. Gleichzeitig betrachtet er den Rat nicht als rein menschliche Leistung, sondern als Mittel, durch das Allah ihn bewahrt hat. Eine mögliche Deutung lautet daher: Schutz entsteht durch das Zusammenspiel von überliefertem Wissen, eigener Entscheidung und göttlicher Führung. Der zweite Teil zeigt außerdem, dass Weisheit alleine nicht genügt. Sie muss im entscheidenden Moment erinnert und angewendet werden. Der junge Mann hätte den Ratschlag kennen und dennoch weiterreiten können. Dann wäre das Wissen wirkungslos geblieben. Der eigentliche Wert einer Weisung liegt deshalb nicht nur darin, sie gehört oder gekauft zu haben. Ihr Wert zeigt sich erst darin, dass man nach ihr handelt. Dies ist vermutlich eine der wichtigsten Aussagen dieses Abschnitts. Wissen kann schützen, aber nur dann, wenn der Mensch bereit ist, seine unmittelbaren Wünsche zurückzustellen. Der junge Mann möchte vermutlich ebenso gern das Dorf erreichen wie sein Gefährte. Auch er ist erschöpft. Auch er sieht das Feuer und hört die Hühner. Der Unterschied besteht nicht darin, dass er keine Versuchung empfindet. Der Unterschied besteht darin, dass er sich trotzdem beherrscht. Der zweite Ratschlag steht daher für Geduld, Selbstkontrolle und das Anerkennen von Grenzen. Er lehrt, dass ein Mensch nicht jede Möglichkeit sofort nutzen muss. Nicht jeder sichtbare Weg ist im gegenwärtigen Augenblick sicher. Nicht jede Verzögerung ist ein Verlust. Und nicht jedes Anhalten bedeutet, dass man sein Ziel aufgibt. Manchmal ist das Warten selbst die Handlung, die das Weiterkommen erst ermöglicht. Am Ende dieses Teils ist der junge Mann noch immer ein Fremder und besitzt noch keinen dauerhaften Platz. Doch er hat die erste große Prüfung seiner Reise bestanden. Er hat erfahren, dass die Worte des Vaters nicht leer waren. Der zweite Ratschlag hat seinen materiellen Preis bereits übertroffen. Denn er hat ihm etwas erhalten, das nicht ersetzt werden kann: sein Leben. Damit bestätigt der zweite Teil die zentrale Idee des Märchens. Wahre Weisheit erscheint oft zunächst teuer
unnötig oder unverständlich. Ihr wirklicher Wert wird erst sichtbar, wenn eine Situation eintritt, in der Geld und Besitz keinen Schutz mehr bieten. Analyse Teil 3. Der erste Ratschlag und das Geheimnis. Im dritten Teil des Märchens verändert sich das Leben des jungen Mannes grundlegend. Nachdem er seinen Gefährten begraben hat, bleibt er zunächst in dem Ort. Dort wird der Sultan auf ihn aufmerksam und fragt ihn nach seiner Herkunft. Der junge Mann antwortet bescheiden, dass er von Allah nur einer der Geringen sei, dass seine Heimat weit weg entfernt liege und dass er hier ein Fremder sei. Diese Antwort zeigt, dass der junge Mann trotz seiner bisherigen Erfahrungen nicht stolz oder überheblich geworden ist. Er stellt sich nicht als erfolgreicher Händler oder als besonders kluger Mensch dar. Stattdessen betont er seine geringe Stellung und seine Fremdheit. Die Bezeichnung als Fremder ist für diesen Abschnitt besonders wichtig. Der junge Mann besitzt in dieser Stadt zunächst keine Familie, keinen gesellschaftlichen Rang und keinen bekannten Namen. Er ist auf den Schutz und das Wohlwollen anderer angewiesen. Gleichzeitig kann gerade seine Fremdheit dazu führen, dass man ihm weniger vertraut oder ihn leichter verdächtigt. Der Sultan lädt ihn dennoch ein, bei ihm zu bleiben und ihm Kaffee einzuschenken. Das Einschenken des Kaffees ist zunächst eine dienende Aufgabe. Der junge Mann befindet sich dadurch in unmittelbarer Nähe zum Herrscher, besitzt aber noch keine eigene Macht. Der Kaffee kann hier als Zeichen von Gastfreundschaft, Dienst und Vertrauen verstanden werden. Wer dem Sultan ein Getränk reicht, kommt ihm körperlich sehr nahe. Der Diener muss zuverlässig sein, weil er Zugang zu etwas hat, das der Herrscher zu sich nimmt. Der junge Mann beginnt also in einer niedrigen Stellung, erhält aber bereits eine Aufgabe, die Vertrauen voraussetzt. Mit der Zeit wächst die Zuneigung des Sultans. Der junge Mann muss schließlich nicht mehr nur Kaffee einschenken, sondern wird zu seinem Begleiter. Damit steigt er gesellschaftlich auf. Aus dem mittellosen Fremden wird ein Mensch, der den Herrscher begleiten darf. Der Sultan schenkt ihm schöne Kleidung und Waffen und vertraut ihm immer wichtigere Aufgaben an. Die Kleidung und die Waffen sind dabei mehr als bloße Geschenke. Die schöne Kleidung zeigt nach außen, dass der junge Mann nun zum Umfeld des Sultans gehört. Sie verleiht ihm Ansehen und einen neuen gesellschaftlichen Rang. Die Waffen können für Schutz, Verantwortung und Macht stehen. Wer Waffen trägt, ist nicht mehr nur ein Diener, sondern möglicherweise auch ein Beschützer und Vertreter des Herrschers. Das Märchen zeigt damit einen deutlichen Wandel. Zu Beginn besaß der junge Mann kein Geld mehr. Nun erhält er etwas, das ebenfalls sehr wertvoll ist: das Vertrauen eines mächtigen Menschen. Dieses Vertrauen reicht so weit, dass er sogar die innersten Räume des Hauses betreten darf, in denen sich die Frauen des Sultans aufhalten. Das Innerste des Hauses ist ein besonders geschützter Bereich. Es steht für Privatheit, Familie und Geheimnisse. Der junge Mann darf diesen Bereich nicht betreten, weil er selbst mächtig wäre, sondern weil der Sultan von seiner Zuverlässigkeit überzeugt ist. Damit wird Vertrauen zum eigentlichen Reichtum dieses Abschnitts. Gleichzeitig entsteht gerade durch dieses Vertrauen eine neue Gefahr. Je näher ein Mensch der Macht und ihren Geheimnissen kommt, desto größer können auch die Folgen eines Fehlers sein. Der junge Mann befindet sich nun nicht mehr in der offenen Gefahr einer Reise. Er muss keine Schlange oder die Dunkelheit fürchten. Stattdessen gerät er in eine politische und persönliche Gefahr innerhalb des Palastes. Das Märchen wechselt damit von einer äußeren zu einer inneren Bedrohung. Auf der Reise war die Gefahr körperlich und sichtbar, sobald der Morgen anbrach. Im Palast besteht die Gefahr aus Verrat, Geheimnissen und möglichen Anschuldigungen. Eines Tages will der Sultan mit dem Jungen auf die Jagd gehen. Die Jagd kann als Zeichen für Herrschaft und männliche Gemeinschaft verstanden werden. Der Sultan nimmt den jungen Mann mit und behandelt ihn offenbar nicht mehr nur als Diener, sondern als vertrauten Begleiter. Unterwegs bemerkt der Sultan, dass er seine Uhr vergessen hat.
Er schickt den jungen Mann zurück und erklärt ihm genau, wo sie sich befindet: in einer Wandnische im Schlafzimmer seiner zweiten Frau. Die Uhr ist ein auffälliger Gegenstand. Zunächst dient sie einfach als Anlass dafür, dass der junge Mann in den Palast zurückkehren muss. Ohne die vergessene Uhr würde er das Geheimnis vermutlich nicht entdecken. Symbolisch kann die Uhr jedoch auch für Zeit, Ordnung und den richtigen Augenblick stehen. Der junge Mann kehrte genau in dem Moment zurück, in dem die Frau des Sultans und der Wesir gemeinsam auf dem Bett des Herrschers schlafen. Er gerät dadurch zufällig in eine Situation, die sein weiteres Leben bestimmen kann. Das Bett des Sultans besitzt dabei eine besonders symbolische Bedeutung. Es steht für die Ehe, den privaten Bereich des Herrschers und seine persönliche Ehre. Dass die Frau und der Wesir ausgerechnet dort liegen, macht ihren Verrat besonders schwerwiegend. Sie überschreiten nicht nur eine eheliche Grenze, sondern verletzen symbolisch auch die Ordnung des Palastes. Der Wesir ist einer der wichtigsten Männer am Hof. Er sollte dem Sultan dienen und loyal sein. Stattdessen missbraucht er seine Stellung und verrät ihn in seinem eigenen Haus. Dadurch wird der Wesir zu einer Gegenfigur des jungen Mannes. Beide stehen dem Sultan nahe. Beide besitzen sein Vertrauen. Beide dürfen verantwortungsvolle Aufgaben übernehmen. Doch während der junge Mann dieses Vertrauen achtet, missbraucht der Wesir es. Der junge Mann sieht nun etwas äußerst Merkwürdiges und Gefährliches. Damit tritt der erste gekaufte Ratschlag in Kraft. Wenn du etwas Merkwürdiges siehst, sprich kein Wort darüber. Wenn du auch nur ein Wort sprichst, wird etwas Merkwürdiges über dich kommen. Der junge Mann reagiert genauso, wie es ihm geraten wurde. Er sagt nichts, er stellt keine Fragen, er zeigt keine sichtbare Empörung. Er konzentriert sich ausschließlich auf seinen Auftrag, nimmt die Uhr, schließt die Tür wieder und kehrt zum Sultan zurück. Sein Verhalten kann zunächst befremdlich wirken. Schließlich entdeckt er einen schweren Verrat am Sultan. Man könnte erwarten, dass er sofort davon berichtet. Doch der Ratschlag verlangt Schweigen. Dieses Schweigen bedeutet nicht unbedingt, dass das Märchen den Verrat gutheißt. Es bedeutet vielmehr, dass der junge Mann erkennt, wie gefährlich vorschnelles Reden in einer Situation ist, die er nicht kontrollieren kann. Er besitzt zwar eine Beobachtung, aber noch keine Beweise, außer seinem eigenen Wort. Er ist außerdem ein Fremder und gesellschaftlich niedriger gestellt als der Wesir. Würde er den Wesir beschuldigen, könnte dieser die Behauptung abstreiten und selbst eine Anschuldigung gegen den jungen Mann erheben. Das Schweigen schützt ihn deshalb vor einer unmittelbaren Auseinandersetzung, in der Macht vermutlich mehr zählen würde als die Wahrheit. Der erste Ratschlag behandelt damit nicht nur allgemeine Zurückhaltung. Er beschreibt eine konkrete Strategie des Überlebens in einem gefährlichen Machtgefüge. Der junge Mann darf nicht allein danach handeln, was moralisch richtig erscheint. Er muss auch bedenken, welche Folgen seine Worte haben könnten. Sein Schweigen kann als Klugheit, Selbstbeherrschung und Vorsicht verstanden werden. Gleichzeitig bleibt es moralisch ambivalent. Der Sultan vertraut ihm und dennoch berichtet er ihm nicht von dem Verrat. Man könnte deshalb fragen, ob der junge Mann seinem Herrn gegenüber nicht zur Wahrheit verpflichtet wäre. Das Märchen beantwortet diese Frage zunächst nicht eindeutig. Es zeigt jedoch, dass die Situation komplexer ist als eine einfache Entscheidung zwischen Wahrheit und Lüge. Der junge Mann lügt nicht ausdrücklich über das, was er gesehen hat. Als der Sultan fragt, wie es zu Hause sei, sagt er lediglich, es ist alles in Ordnung. Diese Aussage kann dennoch als Verschweigen oder Beschönigung verstanden werden. Sie zeigt, dass der Rat nicht nur passives Schweigen verlangt. Der junge Mann muss eine Antwort geben, die keinen Verdacht weckt. Er schützt damit sein Wissen und sich selbst. Eine mögliche Deutung lautet daher, nicht jede Wahrheit sollte in jedem Augenblick und gegenüber jedem Menschen sofort ausgesprochen werden. Die Wahrheit kann wertvoll sein,
aber der falsche Zeitpunkt kann sie wirkungslos oder sogar gefährlich machen. Der Ratschlag lehrt nicht unbedingt dauerhaftes Schweigen. Er lehrt zunächst, eine gefährliche Beobachtung nicht unüberlegt auszusprechen. Der junge Mann muss warten, bis die Wahrheit auf eine Weise sichtbar werden kann, die ihn nicht selbst vernichtet. Hier zeigt sich eine Verbindung zum zweiten Ratschlag. Beim zweiten Ratschlag sollte er nicht weitergehen, obwohl das Ziel schon sichtbar war. Beim ersten Ratschlag sollte er nicht sprechen, obwohl die Wahrheit für ihn bereits sichtbar ist. In beiden Fällen muss er einen unmittelbaren Impuls zurückhalten. Dort war es der Wunsch, das Ziel noch in derselben Nacht zu erreichen. Hier könnte es der Wunsch sein, das Gesehene sofort zu melden. Beide Ratschläge lehren Geduld und die Wahl des richtigen Zeitpunkts. Auch die Tür spielt in dieser Szene eine symbolische Rolle. Der junge Mann öffnet die Tür zum Schlafzimmer und erhält dadurch Zugang zu einem verborgenen Geheimnis. Nachdem er die Uhr genommen hat, schließt er die Tür wieder so, wie sie zuvor war. Damit stellt er äußerlich den alten Zustand wieder her. Das Geheimnis bleibt hinter der geschlossenen Tür verborgen. Die Tür trennt den öffentlichen Raum des Palastes vom privaten Verrat im Inneren. Der junge Mann überschreitet diese Grenze nur, weil der Sultan selbst ihn dazu beauftragt hat. Er ist also kein heimlicher Beobachter. Er gelangt rechtmäßig in den Raum und wird ohne eigene Absicht zum Zeugen. Das unterstreicht, dass ihn keine Schuld an der Entdeckung trifft. Er hat das Geheimnis nicht gesucht. Es wurde ihm durch einen Zufall oder durch die Führung des Schicksals offenbart. Der Wesir erkennt offenbar, dass der junge Mann ihn gesehen hat. Daraufhin beginnt er, seinen Tod zu planen. Er befiehlt den Wächtern, auf einem Feld eine große Grube auszuheben. Jeder, der dorthin kommt, soll hineingeworfen und begraben werden. Der Wesir betont sogar, dass dies geschehen soll, wenn er selbst derjenige wäre, der erscheint. Diese Anweisung zeigt seine Rücksichtslosigkeit, enthält aber zugleich bereits den Keim seines späteren Untergangs. Der Wesir versucht seine Schuld durch eine weitere Schuld zu verdecken. Auf den Verrat am Sultan folgt die Planung eines Mordes. Das Märchen zeigt hier ein typisches Muster. Wer ein Unrecht verbergen will, muss häufig neues Unrecht begehen. Der Wesir kann das Geschehene nicht rückgängig machen. Er versucht deshalb, den einzigen Zeugen zu beseitigen. Der junge Mann wird für ihn gefährlich, obwohl er geschwiegen hat. Das wirft eine wichtige Frage auf. Hat der erste Ratschlag ihn überhaupt geschützt, wenn der Wesir ihn trotzdem töten lassen will? Die Antwort zeigt sich erst im nächsten Teil. Zunächst verhindert das Schweigen vermutlich, dass der Wesir sofort gegen ihn vorgehen oder ihn vor dem Sultan beschuldigen kann. Der junge Mann gibt ihm keinen offenen Anlass, sich zu verteidigen oder einen Gegenangriff zu beginnen. Der Wesir muss heimlich handeln und einen Plan entwickeln. Gerade diese Verzögerung schafft den Raum, in dem später auch der dritte Ratschlag wirksam werden kann. Die drei Ratschläge stehen also nicht unabhängig nebeneinander. Sie greifen ineinander. Der erste Rat verhindert eine vorschnelle Konfrontation. Der dritte Rat wird später verhindern, dass der geplante Mord gelingt. Dadurch bildet das erworbene Wissen ein zusammenhängendes Schutzsystem. Die Grube ist ein starkes Symbol. Sie ist zunächst ein geplanter Ort des Todes. Der junge Mann soll darin verschwinden, ohne dass die Wahrheit über den Wesir bekannt wird. Die Grube steht deshalb für Vertuschung. Nicht nur der Körper des jungen Mannes soll begraben werden, auch sein Wissen soll mit ihm verschwinden. Der Wesir versucht gewissermaßen, die Wahrheit selbst unter der Erde zu begraben. Gleichzeitig kann die Grube als Bild für eine Falle verstanden werden, die ein schuldiger Mensch einem Unschuldigen stellt. Solche Fallen kehren sich in Märchen jedoch häufig gegen denjenigen, der sie vorbereitet hat. Die Anweisung des Wesirs, selbst ihn zu begraben, falls er dort erscheint, kündigt bereits an, dass seine eigenen Worte gegen ihn wirken können. Hier entsteht ein Gegensatz zwischen den Worten des Vaters und den Worten des Wesirs.
Die Worte des Vaters schützen. Die Worte des Wesirs zerstören. Der Vater gibt Ratschläge, die aus Erfahrung und Fürsorge entstanden sind. Der Wesir gibt Befehle, die aus Angst und Schuld entstehen. Beide Formen von Sprache beeinflussen das Schicksal anderer Menschen, doch sie verfolgen entgegengesetzte Ziele. Die Ratschläge sollen Leben bewahren, der Befehl zur Grube soll Leben vernichten. Damit setzt das Märchen weise Sprache und missbrauchte Sprache einander gegenüber. Auch die Machtverhältnisse sind in diesem Teil bedeutsam. Der Sultan ist formal der mächtigste Mensch, dennoch weiß er nicht, was in seinem eigenen Haus geschieht. Der Wesir besitzt weniger Macht als der Sultan, nutzt aber dessen Vertrauen aus. Der junge Mann besitzt am wenigsten formale Macht, ist jedoch der Einzige, der die Wahrheit kennt. Das Märchen zeigt dadurch, dass Macht und Wissen nicht immer bei derselben Person liegen. Der Sultan besitzt Herrschaft, aber keine Kenntnisse des Verrats. Der Wesir besitzt Einfluss, aber handelt moralisch verwerflich. Der junge Mann besitzt weder Rang noch Sicherheit, aber er verfügt über Beobachtung, Selbstbeherrschung und die 3 Ratschläge. Damit wird Weisheit erneut als eine besondere Form von Macht dargestellt. Sie ist nicht so sichtbar wie die Kleidung, Waffen oder ein politisches Amt. Sie ermöglicht dem jungen Mann jedoch, sich in einer gefährlichen Lage richtig zu verhalten. Der 3. Teil kann außerdem als Prüfung seiner Loyalität verstanden werden. Der junge Mann ist dem Sultan dankbar, weil dieser ihn aufgenommen und gefördert hat. Dennoch muss er zunächst schweigen. Seine Loyalität zeigt sich daher nicht in einer sofortigen Meldung, sondern darin, dass er seinen Auftrag erfüllt und das Vertrauen des Sultans nicht auf andere Weise missbraucht. Er nimmt nur die Uhr und verlässt den Raum. Er bleibt auf seine Aufgabe konzentriert. Diese Konzentration ist ein Zeichen von Disziplin. Er lässt sich weder durch das erschreckende Bild noch durch Neugier oder Empörung von seinem Auftrag abbringen. Die Uhr selbst erhält dadurch noch eine weitere mögliche Bedeutung. Der junge Mann soll sie holen, also ein Gegenstand, der die Zeit misst. Gleichzeitig besteht seine eigentliche Aufgabe darin, den richtigen Zeitpunkt abzuwarten. Er hat die Wahrheit gesehen, doch ihre Zeit ist noch nicht gekommen. Das Märchen könnte damit andeuten, dass auch Wahrheit einen passenden Zeitpunkt benötigt. Zu früh ausgesprochen kann sie den Unschuldigen gefährden. Zum richtigen Zeitpunkt offenbart, kann sie Gerechtigkeit ermöglichen. Diese Deutung lässt sich jedoch nicht eindeutig beweisen. Die Uhr kann auch lediglich ein erzählerisches Mittel sein. Dennoch passt ihre Funktion auffällig zu dem Thema von Geduld und rechtzeitigem Handeln. Der Sultan bemerkt von all dem nichts. Er erhält seine Uhr zurück und setzt sein Vertrauen in den jungen Mann fort. Das erzeugt Spannung, weil das Publikum nun mehr weiß als der Herrscher. Wir wissen, dass sich in seinem Haus ein Verrat ereignet. Wir wissen auch, dass der Wesir einen Mord plant. Der Sultan dagegen hält seine Ordnung weiterhin für sicher. Dadurch zeigt das Märchen, wie verletzlich selbst ein mächtiger Herrscher sein kann, wenn Menschen in seiner Nähe sein Vertrauen missbrauchen. Nicht die äußeren Feinde sind hier die größte Gefahr, sondern diejenigen, die Zugang zum Innersten besitzen. Der Wesir verkörpert damit den Verrat aus unmittelbarer Nähe. Der junge Mann verkörpert dagegen die Möglichkeit, dass ein Fremder loyaler sein kann als ein langjähriger Amtsträger. Die Herkunft eines Menschen entscheidet also nicht über seine Vertrauenswürdigkeit. Der junge Mann besitzt keinen hohen Rang und keine bekannte Familie in dieser Stadt. Trotzdem erweist er sich als beherrscht und zuverlässig. Der Wesir besitzt Rang und Ansehen, verhält sich aber unehrenhaft. Das Märchen stellt dadurch äußeren Status und inneren Charakter einander gegenüber. Ein Amt macht einen Menschen nicht automatisch weise und loyal. Armut und Fremdheit bedeuten umgekehrt nicht, dass jemand wertlos oder unzuverlässig ist. Eine mögliche Gesamtbedeutung dieses Teils lautet daher: Der erste Ratschlag lehrt, dass Schweigen in einer gefährlichen Situation eine Form von Schutz und Klugheit sein kann.
Der junge Mann erkennt einen schweren Verrat, spricht aber nicht vorschnell darüber. Er versteht, dass Wahrheit alleine nicht genügt, wenn derjenige, der sie ausspricht, machtlos und ungeschützt ist. Der richtige Umgang mit Wissen verlangt Geduld, Selbstbeherrschung und ein Gespür für den richtigen Zeitpunkt. Gleichzeitig zeigt der Abschnitt, dass Geheimnisse und Macht eng miteinander verbunden sind. Je näher der junge Mann dem Sultan kommt, desto mehr Vertrauen erhält er. Doch mit diesem Vertrauen wächst auch die Gefahr, in die Konflikte des Palastes hineingezogen zu werden. Das Wissen des Vaters schützt ihn erneut, aber anders als zuvor. Auf der Reise rettete der Ratschlag ihn vor einer Schlange und damit vor einer körperlichen Gefahr. Im Palast schützt ihn der erste Rat vor den Folgen vorschneller Worte. Die Bedrohung ist nun nicht mehr die Dunkelheit der Nacht, sondern die verborgene Schuld eines mächtigen Mannes. Am Ende des 3. Teils ist der Junge noch nicht gerettet. Die Grube ist bereits ausgehoben und der Visier hat seinen Tod beschlossen. Doch weil der junge Mann geschwiegen hat, ist die Wahrheit weiterhin in seinem Besitz. Er hat sie nicht verloren und sich auch nicht durch unüberlegtes Reden selbst ausgeliefert. Damit bereitet dieser Abschnitt die nächste Prüfung vor. Nun muss sich zeigen, ob auch der 3. Ratschlag seinen Wert entspricht und den jungen Mann vor der Falle des Visiers retten wird. Ich habe mich gefragt, ist das Schweigen über die Affäre wirklich als Klugheit oder trotz allem als Vertrauensbruch zu sehen? Der erste Ratschlag wird im Märchen als lebensrettende Weisheit dargestellt. Trotzdem ist das Verhalten des jungen Mannes moralisch nicht vollkommen eindeutig. Der Sultan vertraut ihm so sehr, dass er ihm Zugang zu den privatesten Räumen seines Hauses erlaubt. Dort sieht der junge Mann die zweite Frau des Sultans gemeinsam mit dem Visier im Bett des Herrschers. Als der Sultan ihn anschließend fragt, wie es zu Hause gewesen sei, antwortet er, es ist alles in Ordnung. Damit schweigt der junge Mann nicht nur über den Verrat, er vermittelt dem Sultan sogar den Eindruck, es sei tatsächlich nichts geschehen. Aus der Sicht des jungen Mannes ist dieses Verhalten verständlich. Er erinnert sich an den teuer gekauften Rat und befindet sich zugleich in einer gefährlichen Machtposition. Er ist ein Fremder, während der Visier ein angesehener und einflussreicher Mann am Hof ist. Ohne Beweise oder Zeugen könnte eine sofortige Anschuldigung leicht gegen ihn selbst verwendet werden. Das Schweigen schützt ihn daher vor einer vorschnellen Konfrontation. Aus der Sicht des Sultans kann es dennoch als Vertrauensbruch verstanden werden. Der Herrscher hat den jungen Mann aufgenommen, gefördert und ihm außergewöhnliches Vertrauen entgegengebracht. Trotzdem erfährt er nicht, dass seine zweite Frau und sein Visier ihn hintergehen. Hier geraten zwei Werte miteinander in Konflikt: der Selbstschutz des jungen Mannes und seine Pflicht zur Loyalität gegenüber dem Sultan. Das Märchen entscheidet diesen Konflikt nicht ausdrücklich. Es belohnt den jungen Mann am Ende und bestätigt dadurch indirekt den Wert seines Schweigens. Dennoch bleibt die Frage bestehen, ob eine kluge Handlung automatisch auch eine moralisch richtige Handlung ist. Auffällig ist außerdem, dass der Sultan am Ende offenbar die gesamte Geschichte erfährt, der Verrat seiner zweiten Frau jedoch nicht weiter thematisiert wird. Wir erfahren weder, wie der Sultan auf diese Enthüllung reagiert, noch welche Folgen sie für seine Frau hat. Das könnte daran liegen, dass die Affäre im Märchen vor allem eine erzählerische Funktion besitzt. Sie schafft die Situation, in der der erste Ratschlag geprüft wird und liefert dem Visier den Grund, den jungen Mann töten zu wollen. Sobald der Visier in seiner eigenen Grube umkommt und die Wahrheit ans Licht gelangt, ist diese Funktion erfüllt. Die Gefühle des Sultans und die weiteren Folgen der Affäre interessieren die Erzählung offenbar weniger als die Bewährung der 3 Ratschläge. Gerade diese Auslassung kann man jedoch kritisch betrachten. Die zweite Frau bleibt beinahe vollständig ohne eigene Stimme.
und ohne erkennbare Konsequenzen. Auch die persönliche Verletzung des Sultans wird zugunsten der moralischen Erfolgs- und Aufstiegsgeschichte des jungen Mannes ausgeblendet. Dadurch zeigt sich erneut, dass das Märchen seine Figur vor allem nach ihrer Funktion für die Handlung behandelt und weniger als Menschen mit komplexen Gefühlen und Beziehungen. Eine mögliche kritische Deutung lautet deshalb, das Märchen stellt strategische Klugheit über vollständige Offenheit. Der junge Mann wird dafür belohnt, dass er im richtigen Moment schweigt und erst spricht, als für ihn selbst keine unmittelbare Gefahr mehr besteht. Das rettet sein Leben, wirft aber zugleich die Frage auf, wie weit Selbstschutz gehen darf, wenn ein anderer Mensch durch das Schweigen weiterhin getäuscht wird. Analyse Teil 4: Der dritte Ratschlag und die Belohnung. Im vierten und letzten Teil des Märchens erfüllt sich der dritte Ratschlag. Gleichzeitig laufen nun alle bisherigen Entwicklungen zusammen. Der Wesir glaubt, dass seine Grube fertig ist und schickt den jungen Mann auf das Feld. Dort soll er von den Wächtern ergriffen, hineingeworfen und begraben werden. Der junge Mann weiß nichts von diesem Plan. Er geht davon aus, lediglich einen Auftrag zu erfüllen. Damit beginnt dieser Teil erneut mit einer Situation, in der die eigentliche Gefahr verborgen bleibt. Schon im zweiten Teil war die Schlange nicht sichtbar, im dritten Teil blieb der Verrat im Innersten des Palastes verborgen. Nun ist auch die Grube zunächst unsichtbar. Der junge Mann geht auf eine Falle zu, ohne sie erkennen zu können. Das Märchen wiederholt damit ein zentrales Motiv. Die größte Gefahr liegt nicht immer offen vor einem Menschen. Häufig zeigt sie sich erst dann, wenn es beinahe zu spät ist. Auf dem Weg trifft der junge Mann jedoch einen alten Bekannten seines Vaters. Diese Begegnung wirkt zunächst zufällig. Dabei ist wichtig, zwischen den beiden Vaterfiguren des Märchens zu unterscheiden, denn sonst kommt man leicht durcheinander. Der Vater, der die 3 Ratschläge hinterlassen hat, ist nicht der Vater dieses jungen Mannes. Es handelt sich um den Vater des Käufers. Also trifft der Käufer der Ratschläge einen alten Bekannten seines Vaters. Im entscheidenden Moment wirken damit 2 unterschiedliche väterliche Vermächtnisse zusammen. Der Vater des Verkäufers lebt durch seine Ratschläge weiter. Seine Weisheit schützt einen anderen Sohn und der eigene Vater des jungen Mannes lebt durch den Bekannten weiter. Nun zeigt sich, dass auch seine früheren Beziehungen noch einen Wert besitzen. Ein Mensch, der ihn gekannt hat, erkennt seinen Sohn und bittet ihn, näher zu treten. Der alte Bekannte bildet deshalb eine Brücke zwischen der persönlichen Vergangenheit des jungen Mannes und seiner gegenwärtigen Gefahr. Obwohl der junge Mann fern von seiner Heimat lebt und sein Vater längst verstorben ist, wirkt eine frühere Verbindung des Vaters noch immer zu seinen Gunsten. Man könnte darin eine Form nachwirkender Fürsorge erkennen. Diese Fürsorge geschieht allerdings nicht bewusst durch den verstorbenen Vater. Auch der alte Bekannte weiß nichts von der Grube und lädt den jungen Mann nicht absichtlich ein, um ihn vor dem Tod zu bewahren. Trotzdem wird gerade die Beziehung zu seinem Vater zum Anlass seiner Rettung. Das Märchen zeigt damit 2 verschiedene Arten von den eben genannten Vermächtnissen. Der junge Mann erhält von seinem eigenen Vater Geld und ein soziales Vermächtnis, die Verbindungen zu Menschen, die sich noch an ihn erinnern. Von einem fremden Vater erhält er dagegen Weisheiten in Form der 3 Ratschläge. Die Beziehung seines eigenen Vaters schafft die rettende Begegnung. Der Ratschlag des fremden Vaters zeigt ihm, wie er sich in dieser Begegnung verhalten soll. Erst das Zusammenspiel beider Vermächtnisse bewahrt ihn vor der Grube. Man kann die Szene außerdem als Zeichen von Erinnerung, Schutz oder göttlicher Führung deuten. Ausgerechnet in dem Moment, in dem der junge Mann unwissentlich seinem Tod entgegengeht, begegnet ihm ein Mensch aus seiner Vergangenheit. Der Bekannte bittet ihn, näher zu treten. Beim ersten Mal lehnt der junge Mann höflich ab und sagt sinngemäß: „Lass dich nicht stören." Auch beim zweiten Mal folgt er der Einladung nicht.
Erst beim dritten Mal bleibt er stehen und tritt näher. Damit befolgt er den dritten gekauften Ratschlag ganz genau. Diese Regel kann erneut wie eine bloße Höflichkeitsform wirken. In dieser Situation wird sie jedoch lebensrettend. Gerade die Verzögerung verhindert, dass der junge Mann rechtzeitig an der Grube ankommt. Damit zeigt sich erneut, dass der Sinn eines Ratschlags zunächst verborgen sein kann. Der junge Mann weiß nicht, warum er zweimal ablehnen und erst beim dritten Mal annehmen soll. Trotzdem hält er sich an die Regel. Die Weisheit des Rates liegt also nicht darin, dass der junge Mann die gesamte Situation durchschaut, sie liegt darin, dass er einer überlieferten Erfahrung vertraut, obwohl er ihren Nutzen noch nicht erkennen kann. Die dreifache Einladung besitzt hier dieselbe Bedeutung wie bereits im ersten Teil. Eine einmalige Einladung könnte eine bloße Form der Höflichkeit sein. Beim zweiten Mal ist noch nicht völlig sicher, ob der Gastgeber wirklich darauf besteht, und beim dritten Mal wird die Einladung bestätigt. Der junge Mann lernt damit, nicht sofort jede angebotene Nähe anzunehmen. Er prüft zunächst, ob sie ernst gemeint ist. Dieser Ratschlag schützt ihn jedoch nicht nur vor falscher Gastfreundschaft, in diesem Fall rettet ihn gerade die echte Einladung eines wohlgesinnten Menschen. Das ist besonders interessant. Der junge Mann wird nicht dadurch gerettet, dass er jede Begegnung vermeidet. Er wird dadurch gerettet, dass er Nähe vorsichtig, aber nicht grundsätzlich ablehnt. Der dritte Ratschlag verlangt also keine vollständige Abschottung. Er verbindet Misstrauen und Vertrauen miteinander. Der junge Mann soll nicht sofort vertrauen, aber er soll auch nicht für immer verschlossen bleiben. Er prüft die Einladung und nimmt sie schließlich an. Dadurch zeigt das Märchen, dass Klugheit nicht bedeutet, andere Menschen grundsätzlich zurückzuweisen. Klugheit besteht vielmehr darin, den richtigen Zeitpunkt für Nähe zu erkennen. Der junge Mann bleibt bei den Bekannten und vergisst dadurch den Auftrag des Wesirs. Dieses Vergessen erscheint zunächst wie ein Fehler. Ein Diener sollte seinen Auftrag nicht vergessen. Der junge Mann handelt hier also scheinbar unzuverlässig. Doch gerade dieser Fehler wird zu seiner Rettung. Damit stellt das Märchen erneut die Frage, was auf den ersten Blick als gut oder schlecht bewertet werden kann. Das Weitergehen zum Feld wäre pflichtbewusst gewesen, hätte aber zu seinem Tod geführt. Das Vergessen des Auftrags wirkt nachlässig, bewahrt ihm jedoch das Leben. Eine mögliche Deutung lautet daher: Nicht jedes Hindernis, nicht jede Verspätung oder jede Unterbrechung ist tatsächlich ein Unglück. Manchmal schützt gerade eine Verzögerung vor einer Gefahr, die man selbst noch nicht erkennen kann. Diese Aussage verbindet den dritten Ratschlag auch mit der zweiten. Schon auf der Reise musste der junge Mann anhalten, obwohl das Dorf sichtbar war. Nun wird er erneut aufgehalten, obwohl er ein bestimmtes Ziel und einen Auftrag hat. In beiden Fällen rettet ihn die Unterbrechung. Das Märchen deutet damit an, dass menschliche Pläne nicht immer sofort erfüllt werden müssen. Ein Umweg oder eine Verzögerung kann einen verborgenen Sinn besitzen. Der Wesir glaubt währenddessen, dass sein Plan gelungen sei. Er geht davon aus, dass der junge Mann inzwischen begraben wurde und begibt sich selbst auf das Feld, um nachzusehen. Damit führt ihn seine eigene Unsicherheit in die Falle. Obwohl er den Mord angeordnet hat, vertraut er den Wächtern nicht vollständig. Er will sich selbst davon überzeugen, dass der Zeuge beseitigt wurde. Seine Schuld lässt ihn also nicht ruhig bleiben. Der Wesir könnte im Palast warten. Stattdessen treibt ihn sein eigenes Misstrauen zur Grube. Hier zeigt sich, dass ein Mensch, der anderen Böses antut, häufig selbst von Angst und Unruhe beherrscht wird. Der Wesir besitzt Macht, doch innerlich ist er unsicher. Er hat den jungen Mann nicht offen beschuldigt, sondern eine heimliche Falle vorbereitet. Nun muss er überprüfen, ob diese Falle wirklich zugeschnappt hat. Seine eigene Tat bindet ihn an den Ort des Verbrechens. Als der Wesir bei der Grube erscheint, führen die Wächter seinen eigenen Befehl aus. Sie ergreifen ihn, werfen ihn hinein und schütten die Grube zu. Zuvor hatte er ausdrücklich gesagt, dass jeder Ankommende begraben werden solle, selbst wenn er es selbst wäre.
Damit wird der Wesir zum Opfer seiner eigenen Worte. Diese Wendung gehört zu den deutlichsten moralischen Mustern dieses Märchens. Derjenige, der einem anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Die Grube steht deshalb nun nicht mehr nur für eine Mordfalle, sie wird zu einem Symbol der umgekehrten Gerechtigkeit. Der Wesir wollte den jungen Mann verschwinden lassen, stattdessen verschwindet er selbst. Er wollte die Wahrheit begraben, stattdessen wird derjenige begraben, der die Wahrheit verbergen wollte. Seine eigenen Worte erhalten dabei eine besondere Macht. Im dritten Teil wurde bereits ein Gegensatz zwischen den Worten des Vaters und den Worten des Wesirs sichtbar. Die Worte des Vaters dienen dem Schutz, die Worte des Wesirs dienen der Vernichtung. Am Ende wirken beide auf denjenigen zurück, der ihnen vertraut oder sie ausgesprochen hat. Der junge Mann wird durch die Worte des Vaters gerettet. Der Wesir wird durch seinen eigenen Befehl vernichtet. Das Märchen zeigt damit zwei Arten von Sprache. Weise Sprache bewahrt Leben. Bösartige Sprache kann auf den Sprecher selbst zurückfallen. Die Grube kann außerdem als Bild für die Absichten des Wesirs verstanden werden. Sie ist tief, verborgen und darauf ausgelegt, einen Menschen vollständig verschwinden zu lassen. Ebenso verborgen sind auch die Schuld und die Pläne des Wesirs. Er lebt im Palast, besitzt ein hohes Amt und genießt das Vertrauen des Sultans. Unter dieser äußeren Stellung verbirgt sich jedoch moralischer Verfall. Die Grube im Feld spiegelt gewissermaßen die innere Grube, die der Wesir durch seinen Verrat und seine Mordabsicht geschaffen hat. Er stürzt damit nicht nur körperlich in eine Falle, er wird von den Folgen seines eigenen Charakters eingeholt. Der junge Mann erfährt zunächst nichts von diesem Geschehen. Er erinnert sich später wieder an seinen Auftrag und macht sich auf den Weg. Auch diese Reaktion zeigt etwas über seine Figur. Nachdem er abgelenkt wurde, versucht er nicht, den Auftrag einfach zu vergessen oder zu verheimlichen, er will ihn nachträglich erfüllen. Er bleibt also grundsätzlich pflichtbewusst. Auf dem Feld trifft er die Wächter und fragt, weshalb sie dort sind. Diese erzählen ihm offen vom Befehl des Wesirs und davon, dass sie inzwischen den Wesir selbst begraben haben. Der junge Mann erkennt sofort, dass die Grube eigentlich für ihn bestimmt war. Er sagt, die Grube hier war für mich bestimmt, aber Allah hat mich errettet. Erneut deutet er seine Rettung nicht nur als Folge seiner eigenen Klugheit. Er hat zwar den dritten Ratschlag befolgt, doch die Begegnung mit den Bekannten, das Vergessen des Auftrages und das Erscheinen des Wesirs versteht er als göttliche Fügung. Das Märchen verbindet als auch im letzten Teil menschliches Handeln mit göttlicher Bewahrung. Der junge Mann wird nicht gerettet, ohne selbst etwas zu tun. Er muss sich an den Ratschlag erinnern. Er muss zweimal ablehnen, er muss beim dritten Mal stehen bleiben. Gleichzeitig konnte er nicht wissen, dass diese Verzögerung ihn vor dem Tod schützen würde. Sein Handeln und die verborgene Ordnung der Ereignisse greifen ineinander. Darin liegt eine mögliche religiöse Deutung. Der Mensch soll klug handeln und bewährte Weisungen befolgen, doch die endgültigen Folgen liegen nicht vollständig in seiner Kontrolle. Der junge Mann vertraut auf die Ratschläge und Allah lenkt die Umstände so, dass diese Ratschläge zu seiner Rettung führen. Anschließend kehrt der junge Mann in die Stadt zurück und kommt zum Sultan. Der Sultan fragt, wo er gewesen sei. Nun erzählt der junge Mann die gesamte Geschichte von Anfang bis Ende. Diese Aussage ist besonders wichtig, weil sie die Frage nach seinem früheren Schweigen beantwortet. Im dritten Teil hatte er den Verrat gesehen und nichts darüber gesagt. Jetzt spricht er. Der erste Ratschlag bedeutet also offenbar nicht, für immer zu schweigen, er bedeutet im gefährlichen Augenblick nicht vorschnell zu reden. Nun haben sich die Umstände verändert. Der Wesir lebt nicht mehr und kann den jungen Mann nicht mehr bedrohen oder die Geschichte verdrehen. Die Wächter können bestätigen, welchen Befehl der Wesir gegeben hatte. Der junge Mann besitzt nun nicht nur eine Beobachtung, sondern eine zusammenhängende Geschichte
und zusätzliche Hinweise auf die Schuld des Wesirs. Damit ist der richtige Zeitpunkt gekommen, die Wahrheit auszusprechen. Das Märchen unterscheidet also zwischen Schweigen aus Klugheit und dauerhaftem Verschweigen. Das erste Schweigen schützt den jungen Mann. Das spätere Sprechen stellt die Wahrheit wieder her. Darin liegt eine wichtige mögliche Botschaft. Nicht nur die Wahrheit selbst ist entscheidend, sondern auch der Zeitpunkt, zu dem sie ausgesprochen wird. Zu früh hätte die Wahrheit den jungen Mann möglicherweise das Leben gekostet. Später kann sie zur Aufklärung beitragen. Die Uhr aus dem dritten Teil erhält dadurch nachträglich eine noch stärkere symbolische Bedeutung. Der junge Mann hat die Uhr geholt, aber gleichzeitig musste er selbst den richtigen Zeitpunkt abwarten. Nun ist die Zeit gekommen, zu sprechen. Genauso wie er die Uhr dem Sultan übergab, übergibt er ihm nun die vollkommene Wahrheit. Nachdem der junge Mann die Vorgänge im Palast und auf dem Feld erzählt hat, berichtet er auch seine eigene Lebensgeschichte. Er erklärt, dass er die 3 Ratschläge für insgesamt 6.000 Reales gekauft hatte. Damit wären die einzelnen Abenteuer zu einer geschlossenen Erzählung. Der Sultan erkennt nun, dass alle 3 Weisungen ihren Wert bewiesen haben. Der zweite Rat rettete den jungen Mann vor der Schlange, der erste Rat bewahrte ihn davor, den Wesir vorschnell zu beschuldigen und sich unmittelbar in Gefahr zu bringen. Der dritte Rat verhinderte, dass er die Grube rechtzeitig erreichte. Die Ratschläge waren also nicht voneinander getrennte Regeln. Gemeinsam führten sie den jungen Mann durch unterschiedliche Formen der Gefahr. Der Sultan sagt, die Ratschläge seien teuer gewesen. Diese Bemerkung greift die Ausgangsfrage des Märchens wieder auf. Zu Beginn hielten die Menschen einen Preis von 2.000 Reales für einen einzigen Rat für verrückt. Nun erkennt selbst der Sultan, dass die Weisungen tatsächlich einen außergewöhnlichen Wert besitzen. Doch seine Aussage kann auf 2 Arten verstanden werden. Einerseits waren die Ratschläge teuer, weil der junge Mann sein gesamtes Erbe dafür aufgeben musste. Andererseits waren sie im Verhältnis zu ihrem Nutzen nicht zu teuer. Sie haben ihm mehrfach das Leben gerettet und ihn schließlich zu hohem Ansehen geführt. Der Preis von 6.000 Reales erscheint am Ende deshalb gering im Vergleich zu dem, was der junge Mann erhalten hat. Der Sultan gibt ihm 26.000 Reales. Die Geldsumme übersteigt den ursprünglichen Preis der Ratschläge deutlich. Aus 6.000 verlorenen Reales werden 26.000 Reales. Der junge Mann erhält also nicht nur sein eingesetztes Vermögen zurück, er wird vielfach belohnt. Diese Vermehrung kann als Bestätigung der Aussage verstanden werden, dass kluge Investitionen nicht sofort Gewinn bringen müssen. Am Anfang sah es so aus, als habe der junge Mann sein gesamtes Erbe verschwendet. Nun zeigt sich, dass der Erwerb der Ratschläge langfristig zu seinem größten Gewinn geworden ist. Die 26.000 Reales stehen dabei nicht nur für materiellen Lohn. Sie machen sichtbar, was zuvor unsichtbar war: den Wert der Weisheit. Das Märchen übersetzt den geistigen Gewinn am Ende wieder in eine Geldsumme, damit der Wandel deutlich wird. Der junge Mann war vollständig verarmt, jetzt besitzt er mehr als zuvor. Noch wichtiger ist jedoch, dass der Sultan ihn zu seinem neuen Wesir macht. Der junge Mann übernimmt damit genau das Amt des Mannes, der ihn töten wollte. Dieser Rollenwechsel ist symbolisch sehr stark. Der alte Wesir hatte Rang, Macht und Vertrauen, missbrauchte jedoch alles. Der junge Mann besaß zunächst weder Rang noch Macht. Er bewies jedoch Loyalität, Geduld, Selbstbeherrschung und Klugheit. Das Amt geht deshalb vom moralisch Unwürdigen auf den moralisch Bewährten über. Das Märchen sagt damit möglicherweise, dass ein hoher Rang nicht allein durch Herkunft oder Nähe zum Herrscher gerechtfertigt wird. Wahre Eignung zeigt sich im Verhalten während einer Prüfung. Der junge Mann wird nicht zum Wesir gemacht, weil er reich geboren wurde. Er wird es auch nicht, weil er den Sultan durch Schmeicheleien überzeugt. Er erhält das Amt, weil er in gefährlichen Situationen besonnen gehandelt hat. Sein Lebensweg führt damit vom Fremden zum Mundschenk, vom Mundschenk zum Begleiter und schließlich vom Begleiter zum Wesir.
Dieser Aufstieg geschieht stufenweise. Jede Stufe verlangt mehr Vertrauen und mehr Verantwortung. Am Ende erhält der junge Mann nicht nur Belohnung, sondern auch eine Aufgabe. Ein Wesir soll den Herrscher beraten. Gerade dafür ist der junge Mann nun besonders geeignet. Er hat selbst erfahren, welchen Wert guter Rat besitzen kann. Er weiß, dass ein Ratschlag ein Leben retten kann. Damit wird der Käufer der 3 Ratschläge am Ende selbst zu einem Menschen, dessen Aufgabe im Beraten besteht. Diese Entwicklung schließt den Kreis des Märchens. Zu Beginn kauft der junge Mann Weisheit. Am Ende wird er zum Wesir und damit selbst zu einem Ratgeber. Das empfangene Wissen wird also nicht nur angewendet, es verändert seine gesellschaftliche Rolle. Man könnte sogar vermuten, dass die Kette der Weitergabe nun fortgesetzt wird. Der Vater gab seine Weisheit an seinen Sohn weiter, der Sohn verkaufte sie an den jungen Mann, der junge Mann berät nun den Sultan. Aus einer privaten väterlichen Weisung wird dadurch politische Verantwortung. Das Wissen gelangt vom Familienkreis bis in das Zentrum der Herrschaft. Diese Entwicklung zeigt, dass guter Rat nicht nur das Leben eines Einzelnen verändern kann, es kann auch beeinflussen, wer Macht erhält und wie diese Macht ausgeübt wird. Die gestörte Ordnung des Palastes wird wiederhergestellt. Eine mögliche Gesamtdeutung des 4. Teils lautet daher, dass die eigentliche Belohnung nicht allein in den 26.000 Reales besteht oder in seinem neuen Amt. Seine wichtigste Belohnung ist die Erkenntnis, dass die 3 Ratschläge tatsächlich ihr gesamtes Geld wert waren. Er hatte geglaubt, sein Erbe verloren zu haben. In Wahrheit hatte er es gegen etwas eingetauscht, das ihn mehrfach rettete und ihm ein völlig neues Leben eröffnete. Das Märchen bestätigt damit seine zentrale Aussage: Materieller Besitz kann verschwinden. Weisheit kann zunächst unscheinbar überteuert oder sogar sinnlos wirken, doch im richtigen Augenblick kann ein einziger guter Rat wertvoller sein als ein ganzes Vermögen. Ich habe mich noch zuletzt gefragt, warum hat keiner dort einen Namen? Sie werden lediglich als junger Mann, Fremder, Freund oder Gefährte bezeichnet. Das ist für Märchen nicht ungewöhnlich. Die Figuren sollen nicht unbedingt als individuelle Persönlichkeiten erscheinen, sondern als Träger bestimmter Eigenschaften und Erfahrungen. Der namenlose junge Mann kann dadurch stellvertretend für jeden Menschen stehen. Seine Geschichte wird nicht nur zu einem persönlichen Schicksal, sondern zu einer allgemeinen Erzählung über Weisheit, Geduld und den Umgang mit Entscheidungen. Auch die anderen Figuren werden vor allem über ihre Rollen definiert. Der Sultan ist der Herrscher, der Wesir, der mächtige Berater und der Gefährte, der ungeduldige Mitreisende. Die Namenslosigkeit lenkt den Blick deshalb weg von der persönlichen Biografie und hin zur moralischen Funktion der Figuren. Gleichzeitig kann man darin auch eine Vereinfachung erkennen. Die Menschen werden weniger als vielschichtige Persönlichkeiten dargestellt, sondern vor allem danach beurteilt, wie sie handeln. Gerade dadurch erhält das Märchen jedoch seinen allgemeinen Charakter. Der junge Mann könnte jeder sein und seine Prüfungen könnten sinnbildlich für Situationen stehen, in die auch andere Menschen geraten können. Auffällig ist außerdem, dass die 3 Ratschläge nicht in der Reihenfolge angewendet werden, in der sie verkauft wurden. Zuerst bewährt sich der 2. Ratschlag. Der junge Mann bleibt nach Sonnenuntergang stehen und entgeht dadurch der Schlange. Danach folgte der 1. Ratschlag, als er den Verrat im Schlafzimmer des Sultans beobachtet und darüber schweigt. Erst zuletzt kommt der 3. Ratschlag zum Einsatz, durch den er der für ihn bestimmte Grube entgeht. Diese Reihenfolge könnte bewusst gewählt sein. Der 2. Rat ist besonders leicht verständlich und führt zu einem unmittelbaren, sichtbaren Ergebnis. Am nächsten Morgen erkennt der junge Mann, dass sein Gefährte gestorben ist und der Ratschlag ihm das Leben gerettet hat. Dadurch erhält er den ersten Beweis für den Wert der teuer gekauften Weisungen. Der 1. Ratschlag ist dagegen schwieriger und moralisch vielschichtiger. Der junge Mann muss schweigen, obwohl er einen schweren Verrat beobachtet.
Nachdem sich bereits ein Rat bewährt hat, erscheint es glaubwürdiger, dass er auch in dieser komplizierten Situation auf die überlieferte Weisheit vertraut. Er rettet den jungen Mann nicht nur, sondern führt auch dazu, dass der Wesir in seine eigene Falle gerät. Dass ausgerechnet der 3. Ratschlag zuletzt erfüllt wird und mit einer 3-maligen Einladung verbunden ist, verstärkt noch einmal die symbolische Bedeutung der Zahl 3 als Abschluss und Vollendung. Die veränderte Reihenfolge verhindert außerdem, dass die Geschichte wie eine bloße Aufzählung wirkt. Das Leben stellt seine Prüfungen schließlich ebenfalls nicht ordentlich in der Reihenfolge, in der ein Mensch seine Lektion gelernt hat. Vielleicht liegt darin eine weitere Botschaft des Märchens. Weisheit muss nicht sofort gebraucht werden. Manchmal trägt ein Mensch einen Rat lange mit sich, bis genau die Situation eintritt, für die er bestimmt ist. Puh, das war viel und ich muss sagen, ein recht anspruchsvolles Märchen. Bevor wir zum Fazit kommen, würde mich eure Meinung zu diesem Märchen interessieren. Wie habt ihr die 3 Ratschläge verstanden? Hättet ihr an der Stelle des jungen Mannes wirklich euer gesamtes Erbe dafür ausgegeben? Und welcher Rat erscheint euch persönlich am wichtigsten? Habt ihr den Wert der Ratschläge zu Anfang schon erkannt? Welche Botschaft nehmt ihr aus der Geschichte mit? Geht es für euch vor allem um den Wert von Weisheit, um Geduld, Selbstbeherrschung und Vertrauen oder um etwas ganz anderes? Schreibt eure Gedanken gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt auf eure Sichtweisen und vielleicht sind euch noch andere Symboliken oder Details aufgefallen, die ich in meiner Analyse nicht erwähnt habe. Lasst uns gemeinsam über das Märchen diskutieren. Ich freue mich auf eure Meinung. Analyse Teil 5. Fazit. Übertragen auf unsere heutige Gesellschaft stellt das Märchen vor allem eine Frage. Was ist uns Wissen eigentlich wert? Wir leben in einer Zeit, in der Informationen überall verfügbar sind. Ratschläge, Meinungen und vermeintliche Lebensweisheiten begegnen uns täglich. In sozialen Medien, in Videos, Podcasts oder Kommentaren. Gerade weil so vieles jederzeit zugänglich ist, entsteht schnell der Eindruck, Wissen müsse kostenlos, sofort verständlich und direkt nützlich sein. Das Märchen zeigt jedoch eine andere Vorstellung. Die 3 Ratschläge wirken zunächst überteuert, kurz und beinahe banal. Ihr Wert zeigt sich erst später in konkreten Situationen. Das lässt sich auch auf unsere Gesellschaft übertragen. Wirklich hilfreiches Wissen erkennt man oft nicht sofort. Manchmal verstehen wir erst im Rückblick, warum eine Warnung, eine Erfahrung oder ein Rat wichtig war. Gleichzeitig macht das Märchen deutlich, dass Wissen allein nicht genügt. Der junge Mann wird nicht gerettet, weil er die Ratschläge lediglich kennt. Er wird gerettet, weil er sich im entscheidenden Moment an sie erinnert und danach handelt. Auch heute besitzen viele Menschen Zugang zum Wissen, setzen es aber nicht unbedingt um. Wir wissen oft, dass wir vorsichtig sein, Grenzen beachten, nicht vorschnell urteilen oder uns Zeit für Entscheidungen nehmen sollten. Trotzdem handeln wir unter Druck häufig anders. Das Märchen erinnert deshalb daran, dass Klugheit nicht nur darin besteht, etwas zu wissen. Klugheit zeigt sich darin, das eigene Verhalten danach auszurichten. Besonders aktuell ist auch die Warnung vor vorschnellem Reden. In unserer Gesellschaft wird vieles sofort kommentiert, geteilt und bewertet. Menschen reagieren häufig, bevor sie alle Hintergründe kennen. Ein ungewöhnlicher Eindruck, ein kurzer Ausschnitt oder eine Behauptung kann genügen, damit Urteile gefällt und weiterverbreitet werden. Der erste Ratschlag lässt sich deshalb als Aufforderung verstehen, nicht jede Beobachtung sofort öffentlich zu machen und nicht aus jedem Eindruck eine Gewissheit zu formen. Das bedeutet nicht, Unrecht grundsätzlich zu verschweigen. Das Märchen selbst zeigt, dass der junge Mann später spricht. Entscheidend ist vielmehr der richtige Zeitpunkt
und eine Situation, in der die Wahrheit nicht nur behauptet, sondern auch nachvollziehbar gemacht werden kann. Gerade in einer Gesellschaft, in der öffentliche Aussagen schnell große Folgen haben können, ist diese Unterscheidung wichtig. Auch der zweite Ratschlag besitzt eine moderne Bedeutung. Wir leben in einer Kultur, in der Schnelligkeit häufig als Erfolg gilt. Ziele sollen möglichst sofort erreicht werden. Pausen, Verzögerungen und Umwege werden schnell als Schwäche oder Scheitern bewertet. Das Märchen widerspricht dieser Haltung. Der junge Mann bleibt stehen, obwohl das Ziel bereits sichtbar ist. Er erkennt, dass Nähe nicht automatisch Sicherheit bedeutet. Übertragen auf unsere Gesellschaft kann das heißen, nicht jede Gelegenheit muss sofort genutzt werden, nicht jedes Ziel muss um jeden Preis erreicht werden und nicht jedes Innehalten bedeutet, dass man aufgegeben hat. Manchmal ist es vernünftiger, eine Entscheidung zu vertagen, eine Pause einzulegen oder einen Weg später fortzusetzen. Gerade in einer Gesellschaft, die Menschen häufig zur ständigen Leistung antreibt, ist diese Botschaft besonders bedeutsam. Der dritte Ratschlag betrifft den Umgang mit Nähe und Vertrauen. Auch heute begegnen wir ständig Menschen, Angeboten und Einladungen, deren Absichten wir nicht sofort einschätzen können. Das betrifft persönliche Beziehungen, ebenso wie Arbeit, Verträge, Werbung oder digitale Kontakte. Das Märchen fordert weder blindes Vertrauen noch völliges Misstrauen. Der junge Mann lehnt die Einladung nicht dauerhaft ab, er wartet, prüft und nimmt sie erst an, nachdem sie mehrfach bestätigt wurde. Übertragen auf unsere Gesellschaft bedeutet das, Vertrauen sollte wachsen dürfen. Vorsicht ist nicht automatisch Ablehnung und Offenheit muss nicht bedeuten, jede Grenze sofort aufzugeben. Diese Haltung ist besonders wichtig in einer Zeit, in der schnelle Nähe oft mit echter Verlässlichkeit verwechselt wird. Das Märchen zeigt außerdem, dass gesellschaftlicher Rang nichts über den Charakter eines Menschen aussagt. Der Wesir besitzt Macht, Ansehen und das Vertrauen des Sultans, trotzdem handelt er verräterisch und missbraucht seine Stellung. Der junge Mann dagegen ist arm, fremd und zunächst gesellschaftlich unbedeutend. Dennoch erweist er sich als zuverlässig, geduldig und klug. Diese Gegenüberstellung ist bis heute aktuell. Menschen in Ämtern, Titeln oder Einfluss sind nicht automatisch moralisch überlegen. Ebenso sind Menschen ohne hohen Status nicht weniger wertvoll oder weniger geeignet, Verantwortung zu übernehmen. Das Märchen fordert uns deswegen auf, Menschen nicht nur nach ihrer Stellung, sondern nach ihrem Verhalten zu beurteilen. Auch der Umgang mit Macht spielt eine wichtige Rolle. Der Wesir nutzt seine Position, um seine Schuld zu verbergen und einen möglichen Zeugen zu beseitigen. Er schützt nicht die Ordnung, sondern sich selbst. Damit beschreibt das Märchen ein gesellschaftliches Problem, das auch heute existiert. Macht kann dazu verwendet werden, Verantwortung zu vermeiden, Kritik zu unterdrücken oder eigene Interessen zu sichern. Der junge Mann wird am Ende selbst zum Wesir. Dadurch verändert sich jedoch nicht nur sein persönliches Schicksal. Es wird auch gezeigt, welche Eigenschaften jemand besitzen sollte, der Macht erhält. Selbstbeherrschung, Geduld, Loyalität und die Fähigkeit, nicht vorschnell zu handeln. Das Märchen stellt damit indirekt die Frage, nach welchen Maßstäben unsere Gesellschaft Verantwortung verteilt. Wer wird gehört? Wer erhält Einfluss? Und werden Menschen wegen ihres Status ausgewählt oder wegen ihres Charakters? Ein weiterer gesellschaftlicher Aspekt liegt in der Weitergabe von Wissen. Die Ratschläge stammen ursprünglich vom Vater des Verkäufers. Sie werden an einem Fremden weitergegeben und führen ihn schließlich bis in das Amt eines Wesirs. Wissen bleibt damit nicht innerhalb einer Familie oder einer bestimmten gesellschaftlichen Gruppe. Es wandert weiter und verändert das Leben eines anderen Menschen. Auch heute ist eine Gesellschaft darauf angewiesen, dass Erfahrungen weitergegeben werden. Jede Generation beginnt nicht vollständig von vorn.
Sie übernimmt Wissen, Regeln, Warnungen und Erkenntnisse von vorherigen Generationen. Gleichzeitig zeigt das Märchen, dass dieses Wissen nicht einfach unkritisch übernommen werden sollte. Es muss sich im Leben bewähren. Die Ratschläge werden nicht wertvoll, weil sie alt sind oder von einem Vater stammen. Sie werden wertvoll, weil sie in konkreten Situationen schützen. Das Märchen verbindet deshalb Tradition und praktische Prüfung. Es sagt weder, alles Alte ist richtig, noch sagt es, nur das Neue ist wertvoll. Es zeigt vielmehr, dass überliefertes Wissen ernst genommen, angewendet und an der Wirklichkeit geprüft werden sollte. Auch die Rolle des Geldes bleibt für unsere Gesellschaft bedeutsam. Zu Beginn scheint es absurd, ein gesamtes Vermögen für 3 Sätze auszugeben. Am Ende zeigt sich jedoch, dass Geld alleine den jungen Mann nicht geschützt hätte. Das Märchen kritisiert materiellen Besitz nicht grundsätzlich. Der junge Mann handelt selbst mit Waren, verdient Geld und wird am Ende finanziell belohnt. Doch das Geld erhält eine Grenze. Es kann Reisen ermöglichen, Waren kaufen und sozialen Aufstieg sichtbar machen. Es kann aber keine richtige Entscheidung ersetzen. Damit erinnert das Märchen daran, dass nicht alles Wertvolle einen sofort erkennbaren Preis besitzt. Erfahrung, Bildung, Vertrauen und Urteilsvermögen lassen sich nicht vollständig in Geld messen. In einer Gesellschaft, in der Erfolg häufig über Einkommen, Besitz und Leistung definiert wird, setzt das Märchen einen anderen Maßstab. Der junge Mann ist in dem Moment nicht am ärmsten, indem er kein Geld mehr besitzt. Im Gegenteil, gerade dann besitzt er die 3 Ratschläge, die später sein Leben retten. Seine äußere Armut bedeutet daher nicht innere Wertlosigkeit. Das ist auch gesellschaftlich wichtig. Menschen werden häufig danach beurteilt, was sie besitzen, welchen Beruf sie ausüben oder welchen Status sie erreicht haben. Das Märchen zeigt jedoch, dass ein Mensch ohne Besitz dennoch Wissen, Würde und Fähigkeiten besitzen kann, die von außen zunächst unsichtbar bleiben. Schließlich stellt das Märchen auch die Frage nach dem Umgang mit Unsicherheit. Der junge Mann kann die Gefahren nicht vorhersehen. Er weiß nicht, dass eine Schlange auf dem Weg liegt. Er weiß nicht, dass der Visier seinen Tod plant. Und er weiß nicht, dass eine kurze Unterbrechung ihn retten wird. Trotzdem muss er Entscheidungen treffen. Das entspricht auch unserer gesellschaftlichen Realität. Wir handeln häufig mit unvollständigem Wissen. Wir können nicht alle Folgen vorhersehen. Das Märchen antwortet darauf nicht mit vollständiger Kontrolle, sondern mit Haltung. Es empfiehlt Vorsicht, Geduld, Selbstbeherrschung und die Bereitschaft, nicht jedem ersten Impuls zu folgen. Vielleicht liegt darin die wichtigste Botschaft für unsere Gesellschaft. Wir müssen nicht alles sofort wissen, kommentieren oder entscheiden. Wir dürfen innehalten. Wir dürfen prüfen. Wir dürfen Vertrauen langsam entstehen lassen und wir dürfen anerkennen, dass Weisheit manchmal erst dann sichtbar wird, wenn wir bereit sind, nach ihr zu handeln. Das Märchen erzählt somit nicht nur von 3 alten Ratschlägen. Es erzählt von einer Gesellschaft, die sich fragen muss, ob sie Schnelligkeit höher bewertet als Besonnenheit, Lautstärke höher als Nachdenken und äußeren Status höher als inneren Charakter. Seine Botschaft ist deshalb bis heute aktuell. Nicht derjenige ist wirklich reich, der am meisten besitzt. Reich ist derjenige, der gelernt hat, im richtigen Moment zu schweigen, zu warten und zu vertrauen. Das Märchen ist nun aus und wir ruhen uns alle aus. Bis zum nächsten Mal bei Rabbit, die Märchensammlung und mehr.